Ja, und damit herzlich willkommen auch an meine YouTube-Zuschauer dann später. Wir spielen heute Detective Grimoire, ein Spiel entwickelt und gepublished von SFB Games, und zwar aus dem August 2014, also schon etwas älter. Und ich habe es gerade dem Chat hier schon erzählt, der Teil von Detective Grimoire, der vor Tangle Tower rauskam, also unsere Mittwochs-Display. Und ich dachte, das eignet sich gut für einen Stream. Es soll etwas kürzer sein. Außerdem bei Detektivspielen, ne, dann könnt ihr mir immer direkt helfen. Das macht's auch für mich leichter. Ja, und wenn keine Einwände kommen, würde ich sagen, legen wir direkt mal los mit einem neuen Spiel. Auf geht's! Tap to create a new save file, aber sehr gerne doch. Klick. Challenges 0 von 7. The beginning. Okay, ja. Auf geht's. Headphones strongly recommended. Okay, alles klar. Ich habe Headphones. Sagt mal, seht ihr meine Maus überhaupt? Die ist so... Also die ist gar nicht ins Spiel eingepasst. Vielleicht kommt das gleich noch. Wir gucken erstmal. 2025 last night, a murder occurred in a remote part of this swamp. A small tourist attraction deep within the heart of the martian. Hold on. A tourist attraction? Here? I don't get it. Why would anyone come here by choice? I've explained this already. This area is famous. Famous. All I read was that some idiot thought they saw an alien here 100 years ago. Get your facts straight for once. We're talking about a creature that's lived in this swamp for over 60 years. Okay, so it's a 60-year-old alien. I still don't see what matters. If it matters to anyone, it's you. That creature is our prime suspect. The murder suspect? That's right. This is no Loch Ness monster. You need to be taking this seriously. No, look, come on. How am I supposed to arrest something that might not exist? You've always enjoyed a challenge before. You can start by reading this. Our case file? There's not a lot of it, is there? As usual, we only know the bare essentials at this point. Okay, alles klar. Ja, Sie seht schon, der Grafikstil ist sehr anders, aber dasselbe Voice Acting, glaube ich, zu erkennen. Sehr cool. Ja, das ist unser File. Richard Remington. Ach, den kennen wir aus dem nächsten Teil, oder? Den Herrn Remington. Also die Familie Remington kam da auf jeden Fall vor. Gründer der Touristenattraktion Boggys Bog wurde tot außerhalb seines Büros gefunden um 20:45 Uhr letzte Nacht. Die Todesursache ist im Moment noch unbekannt. 3 kleine Wunden an der Brust deuten an, dass es eine Attacke von einer Kreatur mit Klauen sein könnte. Schleim um die Wunde und Fußabdrücke am Tatort lassen vermuten, dass der Täter Boggy, die legendäre Kreatur aus dem Sumpf, ist. Jeder von den 7 anderen Leuten, die letzte Nacht im Sumpf waren, könnten wichtige Informationen bereithalten. Ah, okay. Das war der ganze Text, aber wir können Fotos sehen. Hier ist er gestorben anscheinend, Richard Remington. Das sind die 3 Wunden und die Fußspuren. Und hier, ach, das ist der Täter. Ja, da wissen wir schon, haben wir schon ein Fahndungsfoto, ne? Okay. Alles klar, ich klicke Our einmal murder weg. victim, Richard Remington, he was in charge of this, tourist attraction. Boggy's Bog? What a name. Boggy is the name of our creature. Well, nowadays it is. You mean that stupid cartoon character? I've heard of him. That thing is our murder suspect? There's more to Boggy than the cartoon character, I promise you. This is the place it all began. You'll find out soon enough.
Kapitel 1. Ein Sumpf voller Geheimnisse. Okay, ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Ich frage mich, also eine mysteriöse Kreatur, ne? Zumindest ging es in Tangle Tower ja auch um seltsame Kreaturen. Wer weiß, ob das was damit zu tun hat, ne? Your case file is in the top right. Okay. You can look at your clues and suspect profiles in here. When you've collected some, of course. I'll stay and guard our boat, so if you're confused, come back here and I'll help you. Okay, du gibst uns also Hinweise. Ich nehme an, er ist also keiner von den Verdächtigen. So, hier oben ist... okay, wir haben im Moment 4% Verdächtige, 2% verdächtige Hinweise und 0 Notizen. Alles klar. Das ist ja ein bisschen so ähnlich wie im letzten Teil. Okay, alles klar. Was ist das? Ach, das ist Boggy, die mysteriöse Kreatur. Okay, noch nicht mit ihr geredet. Und seit 60 Jahren offiziell gesehen. Und das war's. Okay, interessant. Und das ist Mr. Remington, das Mordopfer und der Boss. Ja, sein Körper wurde außerhalb seines Büros im Sumpf gefunden. 3 kleine Wunden und mysteriösen Schleim um die Wunden herum. Und den Rest wissen wir noch nicht. Alles klar, okay. Was ist hier unten? Ach, das ist einfach nur die Option. Okay, alles klar. Dann zurück und hier ist der Dock. Können wir hier schon irgendwas angucken? Die A lot of Fackel. fog and a lot of trees. I can't wait to visit that area. Okay, außerdem unser Boot. Ach, Back das so ist er. soon, Grimoire? What's Nee, ich troubling you? wollte nur mal gucken. Was tue ich? Wo sind wir? Dein Schnauzer macht mir Sorgen. Nee, passt schon. Alles gut, wir brauchen keine Hilfe, wir lösen das That's ganz where I need to allein. go. Da muss I can ich switch to hin. walk mode with the button in the bottom right. Okay. Oh, and if I'm feeling confident, I can turn off those sparkly hit icons in the options menu. Okay, sollen wir die ausschalten? Vielleicht machen wir das mal. Aber erstmal, wir gehen erstmal los. Wir gucken erstmal, wie sehr die stören. So, okay, das mit dem Walk-Menu ist ja ein bisschen so ähnlich wie im letzten Spiel. So, und wer bist du denn direkt? Wow, you didn't get lost yet. No, I only just got here. Who are you? You don't remember. Of course, you're not great at remembering. I should be offended, though. Ich habe dich noch nie gesehen. Du bist das seltsame Mädchen vom Fairground, was immer das ist. Ich erinnere mich, aber ich habe versucht, es zu vergessen. Gab es noch ein Spiel vor diesem Spiel? Frage ich mich gerade. Ich habe dich noch nie gesehen. Nee, I've tut mir never leid. seen you before. Saw your hat blow through here already. You must be slow, if it wouldn't even wait for you. Well, if you'll let me, I'd better go after it. You can wait here and be You'll faithful. get lost. I would never forgive myself if I let you go through without the map. You have a map of the swamp? Not anymore. I'm giving it to you. You should really stay here. It's dangerous. There's been a murder. Although I suppose you know all about it already? They're saying it was the creature, but it can't be him. He doesn't seem like a killing sort of creature. Nope. He's a different sort of creature. Wait, what do you mean? If you... she disappeared. She disappeared? Ich habe sie da gerade noch Pretend sitzen I gehen. imagined her. Okay, nein, jetzt ist sie tatsächlich weg. Ich glaube, wir machen mal diese Sparkly Hints tatsächlich aus, oder? Sparkly Hint Icons. Weg damit. Brauchen wir nicht. Wir schaffen das auch so. So, hier haben wir jetzt also eine Karte. Ah, okay. Ich sollte erstmal zum Tatort. Das ist im Westen. Ja gut, okay, kriegen wir hin. Erstmal gucken wir uns hier aber um. Is an opportunity for a photographic memento. Und wollen wir The two gucken? characters are an explorer and Boggy himself. Are they... fighting? Nein, die umarmen sich, oder? Beste Freunde. Das hier ist auch Boggy. It's an old statue of Boggy. His feet are hidden in a bucket of murky water. Okay. So, man sieht also seine Füße nicht. Ist das vielleicht noch wichtig später, wenn wir die Fußabdrücke quasi angucken? So, wir gehen erstmal hier I durch. still don't quite understand why we have a tourist attraction here. Ach, warum nicht? Don't forget to use walk mode to move around.
Ja, keine Sorge, ich wollte nur erstmal gucken, ne? Volle Absicht natürlich. Just my luck, the gate's closed. Looks like I can move these metal latches around. I should just have to slide at least one of them out of the bottom of the lock. Then I'll be able to get through this gate. Probably. Okay, wir probieren's mal. Ah, und wahrscheinlich können wir nur... Ja, die Kette ist halt nur so und so lang, ne? Okay, aber im Moment... Easy. Wobei... Mal gucken. So, hier runter. Komm, hier lang. Easy peasy. Hey, Gar nice. kein I Problem. might get one of these from my office. This is the tourist attraction? Anscheinend. The whole thing just doesn't make sense to me. Let's do some thinking. Oh. Drag any two stray thoughts into those slots at the bottom, and flick through the connecting statements in between to make a sentence. Tap the confirm button to try it out. I just have to focus my thoughts and reach a conclusion. Boggy's Bog seems like the middle of nowhere. Okay, also die Touristenattraktion ist zu groß, ist nicht warm genug, ist viel zu entfernt, ist viel zu dämlich oder viel zu groß. Okay, das haben wir. Ich würde sagen, viel zu weit weg von, naja, dem... Ach so, nee, andersrum. Also, der Sumpf ist viel zu weit, also viel zu abgelegen, damit die Touristenattraktion irgendwelches Geld macht, ja, passiert ist, jemanden umbringen könnte. Nein, irgendwelches Geld macht. Das ist es bestimmt. The swamp is far too remote for the tourist attraction to make any money. It's really bugging me. Naja, vielleicht What's the ist story behind this place? die Touristenattraktion ja auch nur eine Attrappe sozusagen, damit der gute Mann rechtfertigen kann, hier ja irgendwas zu machen. Also was immer er hier tun will, ne? Okay, Café im Museum und ja, schönes Matschwasser. Apparently, there's a museum to the left and a cafe to the right. I'm not hungry though. This place is putting me off food. Okay, darf ich an der Stelle mal sagen, ich finde die Animation, also diese kleinen Videos zwischendurch sind mega schön gemacht. Note to self, don't fall in. Keine Sorge, kümmern wir uns drum. Oh, was ist das? There's a hollow part of the tree, right at the front, but it's too dark to see inside. Vielleicht ein geheimer Raum. Ich könnte mir vorstellen, ein geheimer Raum. So, okay, na dann. Gehen wir mal da lang, würde ich sagen. Erstmal zum Museum. Er meinte ja, im Westen wurde er umgebracht. Oh, was ist das hier? These flower petals seem a little out of place, lying on the ground over there. Okay, was haben wir noch? So ein Stuhl. A rather prominent tree stump looming over the wooden pathway. It's hard to ignore. Und ein Zelt. I should visit the crime scene before I do anything else. Ach, verdammt. Okay, I think Officer James said it was to the west. Ja, wir müssen unbedingt dieses Zelt angucken später. Na gut, dann gehen wir weiter Richtung Westen. Ich glaube zumindest, wir gehen gern Westen. Mal schauen. Clearing. Hier ist ein Pfeil. Rocks sitting in the water like stepping stones. If that was a natural occurrence, it's a very convenient one. Okay, hier ist noch ein Pfad. There's a narrow path here leading up that hill and through the trees. It doesn't look inviting. I'm not sure it's part of the tourist attraction. Okay, da können wir vielleicht später noch hin. Ich versuche erstmal weiterzugehen. Obwohl, wo würde es denn jetzt lang gehen? Wahrscheinlich hier lang, ne? I should visit the crime scene before I do anything else. I think Officer James said it was to the west. Ah, okay. Also doch hier den komischen Pfad hoch. Na gut, wenn du meinst. Ah, oh. Okay, ja, hier wurde er ermordet. Ist er vielleicht aus dem Fenster gefallen? Und hier sind die seltsamen Spuren, die erst reingehen und dann rausgehen. I can't get in here without a key. And I don't feel like kicking the door down. Maybe if I get desperate later on. Ja, später vielleicht. So, was haben wir hier noch? It's Remington's office. I don't really want to go inside. Du musst. But I don't think I have a choice. Ja, genau. Da könnte ein Hinweis sein. Aber ich wollte eigentlich, dass du dir die Fußspuren anguckst. There are bizarre footprints with 3 toes leading up to the office door. And back down into those reeds by the water. Okay,
Okay, ist hier vielleicht irgendwas drin? The strange footprints stop right by these reeds. Maybe I should take a closer look. Ja, Maybe I mach can das. move some of them out the way. Ja, kriegen wir hin. Weg da. Ach, das sind bestimmt Füße. Also so Schuhe. Also so Monsterschuhe. Als hätte jemand die nur angezogen und so getan, als wäre er ein Monster. A strange pair of green flippers, badly hidden in the reeds outside the office. Okay, die haben wir jetzt also mitgenommen. Seltsame grüne Schuhe. Wer hat die liegen lassen? Und ein paar Fragezeichen. So, außerdem... Moment, nein, ich will noch mal gucken. Wo sind unsere... Ach, hier, Hinweise vielleicht? Ja, okay, wir haben das also die Polizeiakte, die Karte und die Schuhe. Okay, hier sind unsere Verdächtigen. Das kleine Mädchen ist hier noch nicht aufgetaucht. Und unsere Notizen. Gut, hier ist das Büro. Alles klar, okay. Dann gehen wir erstmal zurück und gucken uns hier weiter um. So, this is where they found Remington's body. Okay, aber das hatten wir schon, oder? Ja, das haben wir schon vorgelesen. Das wissen wir. So, was hier mit dem Fenster? There's an open window above Remington's body. One of the curtains is ripped and hanging on the outside. Vielleicht hätte man sich daran festgehalten, wer weiß. Und wir kommen da nicht rein wegen Schlüssel. Ist hier noch irgendwas im What's Ohr? this? There's a lockpick dropped amongst the weeds down here in the water. I just have to work out which vine to break and tap that button. Okay, dieses hier müssen wir kaputt machen, ne? Dann gucken wir mal, wo das hin... Ah, hier führt zu dem Blatt. Okay, dann andere Seite. So, hier entlang. Und das ist die 3. Klick. That's the one. Nice. But I wonder where this lockpick came from. Okay. Oh Gott, wie sagt man? Ein Dietrich, der in der Nähe von Remingtons Büro, also in der Nähe des Eingangs, weggeworfen wurde. Er ist in seltsamen Schleim bedeckt. Wahrscheinlich wurde er von dem Mörder benutzt, um in Remingtons Büro einzubrechen. Okay, das können wir jetzt auch machen, oder? Können wir hier jetzt mal mit dem... I can't get in here without a key. Maybe if I get that. Moment, können wir irgendwie das benutzen? So, hier unsere Objekte. Können wir das benutzen? Okay, dann nicht, I guess. Na schön. Dann nicht. Dann können wir wieder gehen, oder? Gibt's hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich würde dann wieder abhauen. Oh! Aha, some suspects. Let's get this investigation started. Ja, auf jeden Fall. Hallo, guter Mann. Oh? Alright, let's see. Another suspect for my notebook. That's a little rude. No, I'm sorry. Did I say that bit out loud? Maybe not. Maybe I can hear your thoughts. So would you be able to answer my questions before I asked you? Would you be able to question my answers before I tell you? I could try. I'm Bobby Burl, professional cameraman. Pleased to meet you. I'm Detective Grimoire. I'm here to investigate last night's murder. Obviously. Grimoire. Strange. Is that your first name? Es ist mein 23. Name, aber es ist der, den ich am meisten mag. Vorname? Was ist ein Vorname? Es ist mein Nachname. Detective ist mein erster Name. Ich weiß nicht. Was sollen wir wählen? Wollt ihr auswählen? Also wenn ihr auswählen wollt, schreibt in den Chat. Ich überlege mal. Mein 23. ist vielleicht ein bisschen übertrieben, oder? Was ist ein Vorname? Nein, er weiß, was ein Vorname ist. Wir sind ja ein smarter Detective. Ach komm, wir nehmen das erste, oder? Würde ich sagen. Klick. It's actually my 23rd name, but it's the one I like the best. Oh, worüber sollen wir reden? Dein Job, die letzte Nacht. Oder wir können einen Hinweis oder eine andere Person zum drüber reden haben. Wir fangen mal hier oben an, würde ich sagen. Dein Job. So you already told me what you do, but now, why would a cameraman be working here? Na, I go where I'm needed. Vincent wanted to come to the Monster swamp, fangen, and oder? I was happy to help. Vincent Vanderpeer. You mean that man standing on that rock over there? That's right. I've worked with him for many years.
Is he your boss? Oh, I don't know about that. We work together. He's tried to film here before, but he never got permission until about a week ago. Oh, really? But why did he want to come here in the first place? If you're looking for a reason to write down in your notebook, I'm sure he can tell you if you ask him. I'm just the guy who carries around the camera. You always carry that camera with you? Most of the time. Okay, da haben wir auf jeden Fall ganz viele Hinweise schon gekriegt. Was ist denn mit letzter Nacht? You were here yesterday, I presume? Last night? Yes, I was. Here, in this clearing? No, I was over at the cafe getting something to eat. Richard Remington was there too. Remington? You saw him last night? Just before the murder? That's right, I saw him. He left the cafe looking rather ill. I offered to help, but he just wanted to go back to his office. He looked like he had a lot on his mind. He was ill yesterday? Perhaps it was something he ate. Okay, verdächtig. Aber wir kriegen auf jeden Fall schon mal mehr Infos über den Tathergang. So, wollen wir nochmal über den Typen reden? Ja, oder? Wir reden einmal über Mr. Remington. You should ask someone else. Oh, okay, dann vielleicht über das Monster. Hast du es denn vielleicht schon mal gefilmt? Try showing it to somebody different. Oh, okay. Also nicht. Da willst du nochmal über dich selbst reden? A prolific cameraman with exceptional skills at carrying heavy equipment. So. Und ein Hinweis? Ja, müssen wir eigentlich nicht. Wir können hier mal das... Oder die Flippers, die sind natürlich interessant. Aber wir präsentieren erstmal die Akte. Warum nicht? What is it? Some evidence from last night's murder? Ja. Okay, ich glaube, er kann uns nicht weiterhelfen. Er gibt nicht viele gute Antworten. So, was mit dir? Yes, do you have a message for me? No. I don't think so. Then why are you here? I'm incredibly busy. You don't look it. Who are you, anyway? What a question. You're serious? I am Vincent van der Peer. The famous movie director? The artist, the visionary, the auteur. I'm a man of many talents. Okay, hoffen wir, dass du auch Talent hast, meine Fragen zu beantworten. Nun, du hast zumindest einen sehr talentierten Bart oder... ich habe gehört, deine Arbeit geht ein bisschen den Bach runter in letzter Zeit. Das letzte ist am interessantesten, ne? Das ist spicy. Da gucken wir mal. Vielleicht ist er hergekommen, um seine Karriere wieder aufzuwecken. I heard your work was going downhill lately. You're in my light. Could you take a few steps back, please? But then I'll be too far away to talk to you. I know. Can anyone just walk in here and start filming? Oh, okay. Hat Hilfe angeboten? Ja, also Vincent van der Peer hat erst kürzlich die Erlaubnis bekommen von, ich nehme an, Richard Remington, hier im Sumpf zu filmen. Was verdächtig ist, ne? Vielleicht ist irgendwas passiert oder vielleicht hat gar nicht Mr. Remington ihm das erlaubt, sondern jemand anderes, der irgendwas manipulieren will oder so. Wir gucken mal. Vincent van der Peer only recently got permission from Richard Remington to film here in the swamp. I wonder if Mr. van der Peer has been breaking rules. Or maybe he'll have an excuse. Oh, wir haben eine Challenge bekommen. Das Thema ist nun möglich, oder das Thema, du kannst jetzt über dieses Thema mit Vincent reden, um die Wahrheit zu finden. Ah, das ist ein bisschen wie die Geheimnisse im Tangle Tower, ne? Okay. Alles klar, ja, wir haben ja noch gar nicht so richtig mit ihm geredet. Machen wir mal noch. Challenge unlocked. Ne, erstmal reden wir über seinen Beruf, bitte. What's a famous guy like you doing in a place like this? Quite. I'm sure you're thinking, why doesn't he send an assistant? But that's not the way this director works. But what are you doing? I'm feeling, I'm experiencing, I'm discovering. This area, the history, the atmosphere, it's the perfect setting for my next film. I'm on a scouting mission to get to know this swamp before I begin work on the latest masterpiece in a string of masterpieces. You're making a movie about Boggy? About the swamp creature? Of course. He's a fascinating individual, isn't he? So mysterious. No idea. I haven't met him yet. Is that your cameraman over there? Yes, that's right.
Bobby Burl, my faithful right-hand man. Well, faithful enough, you know. No, I don't know. He's an expert cameraman. Really knows his trade, of course. But he gets a bit muddled when it comes to priorities. Like how? You mean he's lazy? He doesn't look lazy. He looks a bit scary. Oh no, nothing of the sort. He just has a little hobby that sometimes distracts him from his work. But I wouldn't want anyone else shooting for me. Ich frage mich, ob wir ihn nach diesem Hobby fragen können. Das klingt ja interessant, ne? So, ja, was ist mit letzter Nacht? Were you working yesterday? Here in the swamp, I mean? Indeed I was working. Very hard indeed. Well into the night. Hard work, is it? Getting to know the swamp? You jest. But yesterday I was getting even more involved than usual. Yes, difficult to comprehend, I know. So what kind of work were you doing? Well, I was, unable to find my faithful cameraman last night. He had hidden himself quite completely from view. Bobby Burl, right? Did you need him to film for you? Always. But being a resourceful type of man, I stepped up and took on the responsibility myself. I was filming in this exact area, in fact. You were filming? Last night? Here? Yes, at the time of the murder, I believe. But wait, I know what you're thinking. Now, don't forget, I'm not here to shoot some experimental documentary. I have no interest in late-night surveillance footage. Did you see anything at all? What is it you were filming? The water. I was filming the water. It's a fascinating subject, one that has me captivated to the point where So, you didn't see anything useful? Got excited there for a minute. Nothing useful to you, my good detective, but there are some odd sounds on the audio track. Nothing but wild animals going about their nighttime rituals, I'm sure. Is there something I should ask the cameraman? Ja, auf jeden Fall. Also erstens mal, er hat ja behauptet, er wäre im Café gewesen. Da hätte er ihn doch gefunden, ne? Und zweitens, ja, diesen Film würde ich natürlich sehr gerne sehen. Also wahrscheinlich, er hat gelogen, es erklärt nicht, war einer der Gründe, hat mir erzählt, hat mich angelogen. War einer der Gründe erklärt. Boah, jetzt bin ich mir unsicher, ne? Moment. So. Warum? Also er wurde nirgendwo gefunden letzte Nacht, ne? Das ist ja wahrscheinlich... War der... Ja, warum er nicht gefunden wurde, nehme ich an. Und... Moment, ich bin mir voll unsicher. Ist es vielleicht die Kamera? Wie er die Kamera gefunden hat? Moment, Vincent Van de Pier hat mir erzählt, dass Bobby Burl dass er ihn nirgendwo finden konnte. Und das ist verdächtig, weil er hat uns ja gesagt, er war einfach nur im Café. Das Vincent Van de Pier told me that Bobby Burl was nowhere to be found last night. Simple enough. What was Mr. Burl doing last night that meant he couldn't help out his boss? Alles klar, okay, ja, das war ja auch ein bisschen, was ich mich gefragt habe. So, jetzt können wir ihm noch Hinweise anbieten oder halt Personen. Er könnte ja erstmal über das Mordopfer reden. Now there's a man who could handle himself. I'm not so sure. Well, apart from yesterday, that was just a one-off, wasn't it? For him, I think so, yes. Okay, alles klar. Was mit dem Monster? Ah, yes. The reason we're all here, of course. Not me. Isn't he your prime suspect? Well, officially, yeah, but I mean... What an amazing creature! No one has seen him for 60 years and he still manages to get accused of murder. Incredible! Naja, also... Ich schätze, uns wurde ja gesagt, er ist das Prime Suspect. Obwohl... Aber ich frage mich auch, da stand ja, dass es 3 kleine Wunden waren am Opfer.
Hat das gereicht? War das ganz schön wenig, so um ihn halt umzubringen? Na gut, was mit seinem Kameramann? He's been working with me for a number of years. A real expert, of course. Okay, und was ist mit dir selbst? The world's premier director. The king of wit and whimsy. You met him? You're a lucky man. Ja, natürlich. Okay, haben wir noch einen Hinweis? Ach, wir haben die Aufnahme. Okay, cool. So, die Karte, das Pfeil. Ne, das brauchen wir eigentlich alles ihm nicht zeigen, oder? Glaube ich nicht, dass das hilft. Obwohl, ich frage mich, diese Schuhe, ne? Moment, die zeige ich ihm mal. Nicht, dass das für seinen Film war. Irgendwie ein Kostüm oder sowas. If you want an autograph, a plain sheet of paper will suffice, thank you. Ach so, okay. Na gut. Dann gucken wir uns doch mal die Challenge an. Challenge Start. I heard this isn't the first time you've tried to film here. Where? In the swamp? What are you talking about? Ja, Remington hat dir, also hier steht, er hat Remington hat nicht gewusst, dass er sich schon beworben hat. Er hat hier versucht zu filmen, aber die Kamera ist kaputt gegangen. Nein, er hat früher ihm nicht die Erlaubnis gegeben. Remington has denied you the filming permission in the past. Oh, that. Nothing but the natural process of being in a profession like mine. Every situation simply requires the right approach before the gears start turning smoothly. You understand, I'm sure. Why did Remington not want you filming here? And why did he change his mind? It wasn't even up to him. This area is protected, you know. There are certain rules, certain regulations. I encounter this kind of thing all the time, really. That doesn't explain why he changed his tune. It's a little suspicious. Why would you say that? A famous movie director suddenly gets his way. Okay. I wonder how that happened. Time to use my notebook. Just drag an item onto the paper to draw the idea. Okay, ich bin der Boss, ich bin berühmt. Wie hat er plötzlich, gekriegt, was er wollte? Blumen, ein Autogramm, ein Schwert, ja, Geld ist ja wahrscheinlich die Lösung, oder? Right, that's the one. Ja. I think you bribed Remington to get the filming rights. Well, bribe is a strong word. It was just a little arrangement between friends. Nothing worth getting upset about. I simply promised him a cut of my next movie's profits. It made sense, since he owned the area anyway. Just a favor for a favor. So you would have owed him money? Only a small percentage, simply out of courtesy. And not for a long time either. Okay, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Die Frage ist natürlich trotzdem noch, ne? Ist diese Geldsumme vielleicht etwas, wegen dem man mordet? Wer weiß. So. Oh, das ist die Aufnahme. Ja, Aufnahme von letzter Nacht, die exakte Zeit des Mordes, von Vincent Van de Peer gefilmt. Auf der Lichtung im Westen, neben dem Sumpf, in der Nähe von dem Tatort. Ich kann nicht sehen, aber verschiedene Hinweise können auf dem Audio gehört werden. Ich muss sie in die richtige Reihenfolge bringen. Ach herrje, weiß ich nicht. Oh. Achso, nee, höre sie dir an in der Reihenfolge. Ich muss sie gar nicht in der richtigen Reihenfolge bringen. Okay, also, da ist jemand über den Steg gelaufen. Da hat Mr. Remington sich erschreckt. Es gab einen Knall. Das Fenster ist zerbrochen vielleicht. Er ist gefallen, Mr. Remington. Da ist das, Tuch, der Vorhang zerrissen. Remington ist runtergefallen. Und irgendein Klinkgeräusch. Okay. Alles klar. Wir haben alles gehört. Wollen wir dann noch seine Challenge machen? Ja, auf jeden Fall. Die Challenge. I heard from Mr. Vanderpeer over there that you were nowhere to be found last night. Didn't I say I was at the cafe? Yeah, you did.
but your director needed you for some filming and he couldn't find you. What were you doing that was so important? Well, let's see. After I ate, I had to walk around the swamp. I didn't have my camera, so I was free to stretch my legs for once. Where was your camera? Don't you carry it around with you all the time? No, not all the time. Es war kaputt und wurde repariert. Du hast es verloren und du hast es gesucht. Du hast es du hast sie bei Vanderpeer zurückgelassen, also hat er sie benutzt. Ja, das wahrscheinlich. Hat er sie extra da gelassen, damit Vanderpeer ihn nicht stört. You left it with Vanderpeer, and he used it instead that night. That's right, he was looking after that camera. So I went for a late-night stroll. This place is beautiful in the evenings. You just walked around? You didn't do anything? Didn't see anyone? Well, I can't say that. I have various ways to pass the time, you know. Ja, Vanderpeer hat gesagt, du hast ein Hobby. Du hast dich verlaufen, nope, und du hast Wasser gesammelt, auch nope. Er hat ein Hobby. Vanderpeer said you had a hobby on the side. Is that what he said? Well, yes, he's right. I brought 2 cameras with me when I came here. I left my video camera, yes, but I have another one. It's much smaller, and it only takes black and white photographs. You know the kind I mean? A really old one? Yes, I suppose so. I've always enjoyed traditional photography, and this place is a wonderful opportunity to take some pictures of a natural environment. So, you were having some time off to take black and white photographs? For fun? Only one photograph. You have to be disciplined when you're not using a digital camera. Can I see it? Of course. I took it near the woods at the back of the swamp. It's quite an interesting shot, but the light qualities weren't perfect. Here we are. Feel free to take a look. Okay, ich bin gespannt, was wir da sehen. What? This is a photo? I haven't developed it yet. I only took it last night. Just brush the developing fluid over the photo to reveal the image. Oh, okay. Warte, was? Ach so, wir sollen hier rüberpinseln. Okay, ich verstehe. Na, dann gucken wir mal. Oh, aha. Na holla, was enthüllen wir denn da? So. Schön. Nett. What? Is that Boggy? The swamp creature just standing in the water? It could be. Personally, I'm not convinced, but I'll let you decide for yourself. Okay, und wir haben ein Foto gekriegt. Eine verschwommene Fotografie, die von Bobby Burl kurz nach dem Mord gemacht wurde. Es zeigt etwas, das aussieht wie Boggy in den Wäldern an der Rückseite des Sumpfes. Das Foto, also das Wesen auf dem Foto scheint lange Beine zu haben. Er steht im Wasser, ne? Wie auch die Statue vorne. Ich frage mich, ob er nur im Wasser stehen kann oder sowas. Na gut. Aber dann haben wir mit den beiden, glaube ich, alles besprochen. Wir haben einiges erfahren. So, ja, er hat Remington bestochen. Er arbeitet mit dem. Er wollte einen Film machen. Bei ihm haben wir fast alles rausgefunden, ne? Nur eine Sache noch nicht. Okay, alles klar. Er hat Fantasy-Filme gemacht wohl. Okay, dann laufen wir mal weiter rum, oder? Mal hier rüber. Hier waren wir noch nicht. Ah, hier ist das Museum. Schön hier. I don't think it's a window, but this hatch is shut at the moment. I can't see inside. This side of the museum is surrounded by blue and red flowers. Ja, das sind diese Blüten, die wir vorhin gesehen haben, ne? That's the logo for Boggy's Bog. So, I'm guessing this museum is an official part of the tourist attraction. I hope they don't charge an entrance fee. Ach, Ivo, komm, wir gehen mal reingucken. The door's jammed unless I can get these brass handles out of the way. Seems like I can rotate them around, just until the gap in the middle is clear. Okay, alles klar, ich verstehe. So, das hoch. Das hier aus dem Weg. Oh, die gehen zurück. Nein, bleib weg. Ich dreh's mal so weit wie ich kann weg. Ah, dann kommt's in die andere Richtung. So, jetzt das hier runter. Das hier aus dem Weg. Und das sehr That schnell. top hat guy would have so struggled with this one. Wir haben es geschafft. Oh. Okay, kleines Museum. Ach, guck mal, hier sind so Hände und Füße wie die wir gefunden haben. Models of Boggy's claws. Hold on. What's this? Something doesn't seem right here.
I think I should try arranging these models into pairs. Something seems out of place. Okay, in Paare. Naja, das hier ist wahrscheinlich ein Paar und das hier ist ein Paar. Oder? Ach so, das sind die... So? I don't think these gloves are part of the exhibit. It looks like someone tried to hide them here. Ah, die gehören nicht dazu, weil die nicht... Oh, weil die wahrscheinlich nicht der Beschreibung, mit der Beschreibung übereinstimmen. Also, die Haut hätte viele Muster und Flecken, wie ein Frosch, und 3 scharfe Krallen. Manche zeigen sogar einen Daumen. Okay, das heißt, die sind richtig, die anderen hatten das nicht. Hoppla. Ja, diese Handschuhe sind nicht Teil des Museums, das ist klar. Aber die sind auf dem Foto, oder? Moment. Zeig mir noch einmal das Foto. Hier, bei den Hinweisen. Ja, da hat es diese Hände. Guck mal, das sieht sogar aus wie Handschuhe hier an der Kante. Das sind auf jeden Fall die Handschuhe. Da hat sich jemand verkleidet. Aber ganz sicher. So. Okay, na gut, was haben wir hier noch? Ein Buch. I'd better take a look at this. This journal. It's full of drawings and notes all about Boggy. It seems to be the centerpiece of the entire museum. Und trotzdem darfst du es einfach anfassen. So, ein Journal, also ein Notizbuch, das 60 Jahre, also das vor 60 Jahren bei einem... Nochmal. Also, dieses Notizbuch wurde vor 60 Jahren von einem Abenteurer geschrieben, der als erstes den Sumpf besucht hat. Es ist die einzige Schrift, wo steht, dass Boggy wirklich existiert. Sie enthält Notizen und Bilder von, was eine Sumpfkreatur zu sein scheint. Boggy ist gezeigt mit 3 kleinen Krallen an jedem Arm und seine Füße sind immer im Wasser versteckt. Es scheint, als wäre eine Seite hinten rausgerissen. Ah, okay, hier sind die Krallen, er ist immer im Wasser. Alles klar. So, gut, das haben wir gesehen. Dann lass uns doch mal mit dem netten Herrn hier reden. Let me guess, you don't work here, do you? I wonder if that makes you the first tourist I've seen today. You're incorrect, detective. I am no mere tourist. How did you know I was a detective? Was it my stylish trench coat, my sensitive, inquisitive manner? It was the clueless expression on your face. What are you talking about? Yeah, that's the one. Right. That's it. You've done it now. What's your name? I go by Folder. Agent Folder. What are you doing? Ich schreibe böse Sachen über dich in mein Notizbuch. Ich mache ein Gemälde von deinem wunderschönen Gesicht oder ich schreibe in mein Tagebuch. Es war ein langer Tag. Nein, ich schreibe natürlich böse Sachen über dich in mein Notizbuch. I'm writing bad things about you in my notebook. Das ging schnell. Ja, dein Beruf. So, if you're not a tourist and you don't work here... I am a scholar, an academic. I'm here to research the past and uncover the future. So, you're visiting the museum for fun. Fun! Oh, there's nothing so simple as fun to be had here. I come to this museum night and day to study its secrets. Ah, what kind of secrets? It's just a museum about Boggy, right? The swamp creature. He's one of the most intriguing modern examples of cryptozoology. A fascinating combination of scientific fact and wild speculation. I'm with you on the speculation front. Although, come to think of it, people have been hinting that I should find out about the history of this creature. A wise suggestion. And you've come to the right person. My knowledge far exceeds anyone else you might have met so far. So, you'll help me? I suppose I could divulge some of my findings with you, if you're in the mood for a little light reading. Let me find it for you. Oh yeah, this'll do. Something for beginners at least. Okay, ja, eine Akte von Folder.
Informationen über Boggy von Agent Folder gesammelt. Boggys Sumpf wurde ein geschützter Bereich, nachdem hier Berichte von Jägern in der Gegend aufkamen. Seine Erscheinung hat sich geändert von den Originalzeichnungen, in denen er 3 Krallen an jedem Arm hat. Der moderne Charakter hat einfache, flossenähnliche Arme, wodurch er wesentlich weniger bedrohlich aussieht. Es wurden nie irgendwelche Fußspuren im Journal festgehalten. Aber manche Experten glauben, diese Information ist da draußen. Okay, ja, hier ist die Originalzeichnung, hier ist der moderne Charakter. Das sind die neuen Arme, das sind die alten Arme. Wunderbar. So, letzte Nacht war er wahrscheinlich auch im Museum, könnte ich mir vorstellen. So, Mr. Folder. Agent Folder. Yeah. Were you here yesterday? What were you doing last night? I was here, in the museum, going through my files one final time before disappearing into the night. Don't museums usually close in the evenings? They do. I've never been one to worry about other people's schedules. I come and go as I please. There's a key to every lock, Detective. Oh, so you have the key to the museum? Of course I don't. Why would you think that? Well, Once again, that clueless expression. I use a lockpick and get in through the small side door. I have a right to be here, you see. Remington has no business locking me out, so I don't let him. You just admitted to breaking the law. If everyone did that, my job would be a lot easier. It's not my best lockpick. This new one's cheap. I used to own one, a superior model. Unfortunately, I misplaced it in one of the darker corners of the swamp, so I don't... I'm writing down your confession about sneaking around here at night. And what are you gonna do? Report me to Remington? Good luck, my friend. I need to pick my questions carefully. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, wir haben doch das gefunden. Also, ja, der Dietrich, den habe ich gefunden in der Nähe von Remingtons Leiche. Und genau, den Dietrich, den ich in der Nähe von Remingtons Leiche gefunden habe, der könnte Agent Folder gehören, auf jeden Fall. The lockpick I found near Remington's body might belong to Agent Folder. As far as I know, Agent Folder is experienced with lockpicks. I wonder if he's hiding something. Okay, die Challenges zu finden ist wirklich leicht in diesem Spiel. Nice. Machen wir gleich. Vorher gucken wir nochmal, über wen könnten wir mit ihm reden. Wahrscheinlich einmal über das Opfer und über Boggy. The man was a fool. That's all you need to know. Okay, alles klar. Das ging schnell. Are you asking about the cartoon character? Because I have no interest in such childish matters. No, I think I'm asking about the actual creature. What's the difference anyway? Everything! Okay. So, haben wir noch einen Hinweis? Naja, wir haben hier das Schloss, aber das weiß er ja quasi schon. Also würde ich sagen, reden wir erstmal über die Challenge. I have a bone to pick with you. Are you setting yourself up for a joke? Something about a lockpick? Maybe. Who knows? Stop distracting me. I'm trying to interrogate you. My apologies, go ahead. So, what are we showing Folder now? Naja, präsentiere einen Hinweis. Ja genau, jetzt zeigen wir ihm mal hier Where did I find this again? Wo habe ich das gefunden? Ja, das habe ich gefunden hier. I found a lockpick at the scene of the crime. Oh, apparently you did. Why does this concern me? Du hast gesagt, dass Remington immer einen Dietrich getragen hat? Nee. Du warst da und weißt vielleicht, wer es fallen gelassen hat? Nein. Du hast schon zugegeben, dass du so ein Ding hast und es benutzt, um Türen aufzuschließen. You already admitted to owning one of these, and how you're ever so happy to come and go as you please with it, am I right? Be honest. Luckily for me, Detective, I was honest with you. I believe I have already explained that second lockpick before you even found it. Du hast es Remington ausleihen lassen. Du hast es in Remingtons Büro gelassen. Naja, du hast es verloren und musstest ein neues kaufen. Ja, das ist das You lost your Richtige. lockpick in the swamp and had to buy a new one. That's right. I appreciate you finding it for me. However, I won't ask for it back. Apparently, it has since become some diabolical instrument in the art of murder. Yeah, it's an important piece of evidence.
Ah, okay. Also er sagt einfach nur, ja, ich hab's verloren. Das hätte ja jeder da fallen lassen können. Ja, okay. Sehe ich ein. Macht Sinn. Also willst du es nicht wieder haben? Something you found on the floor? Come back when I'm not so busy, alright? Oh, okay. Ihn interessiert das überhaupt nicht. Na gut. Das Foto könnte ihn aber interessieren. Actually, this is a classic example of a cryptid photograph. What's a cryptid? A creature unknown to science. Look at the slight blurring in this photo, the murky exposure. It's perfect. It's perfect because it can't really be used as evidence? Now you're catching on. Okay. Alles klar, dann haben wir, glaube ich, alles mit ihm besprochen soweit. Können wir hier noch irgendwas sehen? Apparently the museum was founded by the explorer many years ago. In a different location. It's only recently been moved here to be part of the Touristenattraktion. That might explain why it looks so out of place. Aber das ist interessant, oder? It's a poster from the old Boggy cartoon show. Okay, weiterhin die Füße nur im Wasser, Swamp ne? Studios, providing the best in swamp-based animated entertainment. Okay, nice. Ich glaube, das ist aber nicht so mega interessant. Dann würde ich sagen, wandern wir mal wieder nach draußen und gucken weiter. So, wir können nämlich noch hier lang. Oh wow, was ist denn hier? This staircase is a tree. And this tree is a staircase. And this place is so weird. Absolut. Sind hier bei den Bubbles What's irgendwas? this? Looks like the stuff in the water has been moved around recently. Maybe if I reposition them, I'll find a clue. Ja, das sieht aus wie eine Kralle, ne? Moment, wir kriegen das hin. Das hier ist die Unterseite. Kann ich das drehen irgendwie? Nee, scheint nicht so. Vielleicht so. So. Dann das hier hin. Das hier. Kann ich das wirklich nicht drehen? Scheinbar nicht. Aber das passt hier überhaupt nicht rein. Also so vielleicht. Nee, wobei. Geht. Was ist hier? Nichts, oder? Hier ist... Ach so. Oder ist das Teil... Moment. Ah, ja, das ist Teil davon. Okay, alles klar. Moment. Dann kommt das bestimmt hier hin. Das kommt aus dem Weg. Dann... Ah, okay, ich verstehe. Das hier hin. Das hier auch aus dem Weg. Das hier hin. Das hier rüber. Es sind zwei. Okay, das ergibt viel mehr Sinn. I recognize that footprint. It's the same as the one found at the crime scene. Das sind zwei Abdrücke, oder? Ja, genau. Ich hab's zum Glück auch gesehen. So, cool. Dann haben wir auf jeden Fall einen... Ja, weiß nicht, dass der hier war? Oder hier diese Schuhe angezogen The hat? water's clear here. I can see my reflection in it. Not bad. Ja, also auf jeden Fall. Ich muss sagen, so steht es, ohne Hut rumzulaufen. Solltest du öfter machen. So, dann gehen wir doch mal auf den Baum, oder? Oh. Ich liebe diese kleinen Videos. Die sind wirklich großartig. Oh, wow. Das ist ja cool. Someone please tell me why there's a house here. Well, the lights are on. Maybe somebody's home. Okay, wow. Wo kann ich denn hier überall lang gehen? In alle Richtungen. Wild. Okay, dann gehen wir erstmal ins Haus. The latch is broken on this door. Seems I can fix it with those 3 cogs if I just put them in the right place. Once they're on the right pins, I can move the handle at the bottom to try and open the door. Kein Problem, das kriegen wir hin. So, also erstmal brauchen wir so ein Medium großes für hier, ne, was da oben rankommt. So, ja, doch, nicht schlecht. Dann brauchen wir eins, was hier unten rankommt. Vielleicht so. Jetzt würde das sich bewegen und jetzt müssen wir die nur noch verbinden. So vielleicht. Nicht? Oder hier. Und dann hier. Und jetzt mal... Ja. Ja. Das... Na, es hat doch... Okay, es klappt nicht wirklich. Schade. Perfect. Oh. I am amazing.
Ja, das war volle Absicht, auf jeden Fall. Huch, wer wohnt hier denn? Die Blatthexe? The tree comes straight through the middle of the house. It even has little drawers carved into it. Okay, even I'll admit, that's pretty cool. Ja, oder? Wollte gerade sagen, das ist cute. So, aber der Ofen erscheint mir nicht so mega sicher. Ich meine, ein Ofen in einem Baum? This is like an oven? Or is it just a boiler? It's so old-fashioned, it hurts my brain. Nein, ich sehe schon, dass es ein Ofen ist, aber mach kein Feuer in einem Baum, wäre so mein Tipp. There's a whole load of needles and wool on that shelf. Or should I say yarn? I just don't know anymore. Was ist hier unten? Sind das Zettel? I'm indoors. What a treat. Okay, hier das Buch. There's a book on the table. I think it's a book about flowers. How fascinating. I must take some time to read it. Okay, gut, was ist hier? The owner of this house seems to enjoy reading. Though, I'm not sure what else there is to do up here, actually. Okay, naja, Suppe kochen anscheinend. Wir reden mal mit der Dame. You just walked straight into my house, did you? Nicht wirklich. Ich musste erstmal hochklettern. Ich werde bezahlt, in andere Leute Hause zu gehen. Oder tut mir leid, ich hätte ja geläutet, aber ja, ich würde sagen das. Sorry, I would have rung the bell, but you don't have one. Normally, I have methods for dealing with unwanted attention. But I can make exceptions for harmless idiots. Do you get any attention up here? Most of the time, people like to leave me alone. But I don't think you're going to, are you? No. I could make an excuse and say it's my job to ask you about last night, but to be honest, I climbed all the way up here and I just like being indoors. Well, if you insist on staying, I'll tell you. I'm Lady Weybridge, and I think you might be climbing up the wrong trees. I'm Detective Grimoire, and I think I might agree with you. Okay, was ist dein Job, seltsame Baumhexe? What do you do here? Did you work for Richard Remington? I was living here before that man was even born. And I have absolutely nothing to do with him, or his little tourist attraction. You're exaggerating. How long have you been here? Just in this treehouse? What do you do up here? I've been here longer than anyone. Even longer than, well, anyone. I like numbers. 60 years, something like that. What have you been doing for that time? If you don't mind me asking. I have many reasons to be here, but I won't bore you with all the details of my life. I'm sure there's one detail worth writing down. I like to study the plants and flowers in this area. I've learned many things from them. What about this little chemistry set you've got on your table? I wouldn't call it a chemistry set. But if you bring me an object that has liquid on it, or inside it, I'll tell you what that liquid consists of. Wow, how do you do that? Chemistry. Das ist ziemlich cool, muss ich sagen, und sehr hilfreich. Aber ich frage mich, wenn sie genau 60 Jahre hier ist sie das Monster oder ist sie vielleicht der Abenteurer, der das Monster als erstes gefunden hat? So, das ist auf jeden Fall ein Blumenbuch. Eine Seite von Weybridges Buch gepresster Blumen enthält Informationen über all die Blumen im Sumpf und wo sie wachsen. Die grünen und roten Spezies wachsen nur an der Seite des Museums und werden nirgendwo sonst gefunden. Das heißt, es ist extra verdächtig, dass wir da Blütenblätter gefunden haben, ne? So, alles klar, dann reden wir doch mal mit ihr über letzte Nacht erstmal. Oder sollen wir ihr gleich die Sachen zeigen? Nein, wir reden erstmal über letzte Your Nacht. job is to ask me about what happened last night. Do you even know what happened last night? I know more than you might imagine. Oh, that sounds useful. Can you tell me? What were you doing? I was here, in my house, by myself. What else? That's it. Thanks. Just give me a minute to write all this down. Ja, okay, das war tatsächlich nicht sehr viel Info. Aber wir können ihr Sachen zeigen, wo Liquid dran ist. Ah, cool, das wird uns sogar gezeigt. Das ist ein bisschen unnötig, das hätten wir auch selber rausfinden können, Spiel. Also bitte. Let's see. Oh, ich muss was First machen. thing we do is put the sample of liquid into the cauldron. Then tap the faucet.
Okay, also das Sample da reingießen und hier draufklicken. Und was ist es? And now, we just have to match the color of that liquid with these ingredients. Okay, also grün ist es, also wahrscheinlich blau und gelb, nehme ich an. Nein, mach's da rein. Und? Ja, Got it. sieht gut aus. Now I know what that liquid consists of. Blaubeeren und gelbe Blumen. I'll write it down in my notes. Warte, ernsthaft? Okay, wir gucken das gleich nochmal an. Vorher können wir hier die hier auch Let's nochmal see. testen. First thing, then tap the Ja, faucet. weiß ich. Machen wir. Rein da. Einmal hier draufklicken. Oh, Wunder, es ist And wieder now, grün. we just have to match the color. Ich weiß. Besteht es vielleicht aus Blaubeeren und einer gelben Blume? Zufällig? Got it! Wunderbar. Now I know what that liquid consists of. I'll write it down in my notes. Ah, that looks pretty similar to last time. Ja, finde ich auch. So, aber reden wir erstmal noch mit ihr. Was könnten wir ihr denn so zeigen? Vielleicht... Ja, weiß ich nicht. Die Polizeiakte interessiert sie, glaube ich, nicht. Aber vielleicht das Journal. Vielleicht sagt sie uns dann, ob sie das Monster ist. Oder der Typ, der es gefangen hat. Oder gesehen hat zum ersten Mal. This is a 60-year-old journal. It was on display in a museum. I know what it is. I thought you might. Ah, verdächtig, verdächtig. Sag mal, was weißt du eigentlich über Boggy? I'm not even sure who that is. Sicher? Okay. Was weißt du über Mr. Remington? I have nothing good to say about that man. So I won't say anything at all. Okay, naja, nach wem könnten wir? Nach ihr selbst, ne? A fascinating old woman who lives in a wonderful treehouse. Die reden I alle sehr heard she positiv über wasn't so sich. keen on visitors, though. Können wir ihr noch einen Hinweis zeigen? Leider nicht. Das hier vielleicht noch. If you bring me something with liquid on it, I might be able to help you. Ja, gut. Ich dachte halt vielleicht, ne? Hier das Pfeil. You can put that away. I can't help you with it. Okay, na gut. Dann würde ich sagen, haben wir nichts weiter mit ihr zu bereden. Können wir hier hoch? Ins A Bett? little blanket on a little bed in a little house. It makes very little sense. Okay, wir haben unsere Notizen geupdatet. So, wir wissen die Challenge noch nicht. Und wir wissen auch noch nicht alles über sie. Na gut. Alles klar, dann würde ich sagen... Check out that sunlight beaming through the window. It's so bright I should have brought my sunglasses. Okay, dann können wir, glaube ich, erstmal nichts weiter mit ihr besprechen, denke ich. Sprich, wir gucken uns erstmal weiter um. Geht's hier weiter hoch? Ah nein, hier ging es runter. Okay, dann müssen wir nochmal hoch und an die andere Richtung. Oder geht's hier auch runter? Nein, hier geht's... Ach, zum Café. Ach, kommen wir hier oben raus quasi? Was ist hier? The tables and chairs are made out of parts of a ship, Ah, cool. I think. Never really learned much about ships. Ah, okay, na gut. Aber es könnten Schiffteile sein, würde ich sagen. Wenn es jemand weiß, schreibt gerne in die Kommentare. So, hier ist Müll. Haben hier Leute einfach ihren Müll liegen lassen. Richtig unverantwortlich. Grass, trees, nothing unusual. Da ist Müll. Also wirklich, sieht er das nicht? Hier. Ah nein, ich will nicht laufen. Ich will mit dem Müll machen. Predictably, a trash can. And I just can't resist taking a look inside. The glamorous life of a detective. My favorite part of the job. Maybe there's something underneath the trash in here. Okay, wir schauen mal. So. Wir räumen den ganzen Müll beiseite. Oh, da ist tatsächlich was. Eine Zeichnung. Also was heißt das tatsächlich was? Damit konnte man ja rechnen, ne? Ist das etwa ein Plan für ein Kostüm? Zufällig? Hello, what's this? Just a piece of paper? Or something more sinister? Ein Plan für ein Boggy-Kostüm, würde ich sagen. So, das sieht aus, ja, wie Designs für ein Boggy-Kostüm. Was ist hier los? Was steht auf Seite 2? Ah, oh, das ist noch viel detaillierter. Alles klar, wir haben ja auch schon Teile davon Are we gefunden. really Ne? talking about a swamp creature here? Oh, naja. Also... Das Kostümdesign, das ich im Müll gefunden habe, könnte erklären, was
das schwarz-weiße Foto mir zeigt. So rum vielleicht. The costume design I found in the trash can explains what Burrow's black and white photo is showing me. My detective's intuition is kicking in. That black and white photograph, I'm not sure I'm looking at the real Boggy here, and I think these designs I found in the trash can might be the answer. I'll ask around, see if anybody knows anything about this. Oh, and I should start looking for the costume itself. If I can find that, there'll be some pretty impressive evidence. Naja, Teile davon haben wir schon gefunden. Oh, und es geht schon weiter. Kapitel 2, eine tödliche Verkleidung. Dabei haben wir uns noch nicht mal fertig umgeguckt. Wir sind richtig gut, Leute. Wir, spielen das hier, also, wir spielen das hier durch. Ihr wisst, was ich meine. Ja, wenn jetzt Kapitel 2 kommt, wollen wir eine kleine Pause machen. Einmal kurz Snacks auffüllen, auf Klo gehen, solche Sachen. Seid ihr da dabei? Ich würde sagen, machen wir ganz kurz, 10 Minuten bis 30, dann geht's weiter. Alles klar? Alles klar. Okay, dann sehen wir uns um 21:30 Uhr wieder. Bis gleich. So, es ist 30. Ich hoffe, die Zeit hat gereicht. Ihr habt alle eure Snacks und Getränke aufgefüllt und ja, wart einmal auf Klo und dann können wir direkt weitermachen mit Kapitel 2. Das geht wirklich schnell hier. I have something for you. Another gift already. Where are you keeping all this stuff? You don't even have pockets in that dress. I don't need a pocket to carry a key. What key? I don't know. You could try it on any door you like. Although, I recommend you try it on that office door. Remington's office? Mm-hmm. Oh, okay. Was ist dieses kleine Mädchen, dass das uns so weiterhilft zwischendurch? Das ist wirklich seltsam. Aber wir haben jetzt den Office Key. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Wir gucken mal. There's a little locked door on the side of the ship here. I think it's part of the cafe. Okay, interessant. Was gibt's denn hier so? A shipwreck? In a swamp? Does that make any sense? Naja, so ein bisschen würde ich würde sagen so ein bisschen. And why is there a cafe growing out of the side? Okay, wir gucken mal, was der Typ hier sagt. Ah, yes. Aber, I ja. heard they were sending somebody over. So you're Detective Grimoire. At your service. Well, kind of. You're a suspect too. Of course, of course. Feel free to be as suspicious as you like. I won't be offended. You can call me Harper. How did you know my name? I can only assume I must have read about one of your many exploits. But I think you'll find the swamp to be your greatest challenge. Oho. Was ist denn so herausfordernd an einem alten Sumpf? Du meinst diesen Mordfall? Ich bin sicher, das kriege ich hin. Oder ich liebe Herausforderungen. Ich esse Herausforderungen zum Frühstück. Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall das Letzte. Deswegen haben wir doch hier angefangen. Auf geht's. I love challenge. I eat challenge for breakfast. The swamp itself has a history that has captured many imaginations, for better or for worse. My advice to you, look to the past. It could be the way forward. I'm supposed to look to the past, right? Oh. Okay. Richard Remington hat Boggy gegründet, hat die Sumpfkreatur ermordet, hat das Museum gebaut, lebte im... Ah, hier, ja, natürlich. Okay, kleinen Moment. Tut mir leid, ich muss kurz niesen, dafür habe ich mich stumm gestaltet. So, genau. Lady Weybridge hat hier gelebt, als die Kreatur vor 20 Jahren, nee, vor 60 Jahren, oder? Hier, entdeckt wurde von dem, von den Abenteurer vor 60 Jahren. Lady Weybridge was living in the swamp when the swamp creature was discovered by the explorers 60 years ago. Ah, Lady Weybridge. She was living here when Boggy was first discovered by the explorer. Ah, okay, jetzt haben wir ihre Challenge, endlich.
Das wussten wir ja schon, aber ich möchte mit dir noch ein bisschen weiterreden, guter Mann. Was ist denn mit Ihnen? Oh, das Boggy-Kostüm ist jetzt also was Neues, worüber wir mit allen reden können. Okay, dann müssen wir mit allen anderen auch nochmal reden. So viel zu tun hier. Was ist Ihr Job? Ich meine, offensichtlich Kaffeebetreiber, ne? So, you sit in this boat all day and sell food to people? To tourists, I guess? Not just the tourists, but the employees too. To anyone who is hungry or thirsty. I know everyone's favorite foods. What are they? Oh. Oh, and is this a real shipwreck? How did it get here? I can't expose all the secrets of the swamp. I don't want to spoil your fun. Is there a secret to this shipwreck? No. You just spoiled my fun. You'll find out there are some secrets worth keeping when you've worked here as long as I have. Well, how long is that? I've worked in the swamp almost as long as Mr. Remington. We knew each other for a long time. Really? So what was his favorite food? Mr. Remington enjoyed a specialty only I can make. The bog dog. He ate one nearly every day. A real creature of habit, that one. It looks like a hot dog. It's similar, but I'm afraid I have to disappoint you. I'm not serving them today. Why not? Yesterday I found this strange green powder in my entire supply. Guess I'm out of luck today. Well, thanks for the information. You've been a real big help. Wait, take this with you. If you get thirsty, it's the most popular drink in Boggy's Bog. Swamp juice. Try it. It looks... Well, I'll try some later on. You're in luck. That's my last bottle. A lot of swamp juice has been disappearing from my stock recently. I can only assume I must have been selling them all. Did something strange happen at the cafe yesterday? Okay, ja, also Bobby Burl war angeblich da, ne, hat das Café besucht. Nein, natürlich. Richard Remington hat das Café verlassen und sich krank gefühlt, nachdem Harper ihm einen Bogdog verkauft hat, wahrscheinlich, oder halt das Getränk, je nachdem. Ich frage mich übrigens, also der Swamp Juice, wahrscheinlich wurde das geklaut für die ganzen Schleimsachen, oder? Also um die schleimigen Fußabdrücke und so zu machen. Wir werden bestimmt das analysieren und rausfinden, dass das dasselbe ist wie die anderen Sachen. Außerdem, jemand hat Puder auf seinen ganzen Vorrat gestreut. Auch verdächtig, ne? So, wir gucken erstmal, ob das hier so stimmt. Richard Remington left the cafe feeling ill after Harper sold him a bog dog. Harper is basically in charge of all the food and drink here at Boggy's Bog. I'll have to ask him about this. Okay, alles klar. Wir haben also seine Challenge. Aber erstmal müssen wir über die letzte Nacht reden. You're going to ask me about what I was doing last night. I was going to? Were you going to tell me anything? I was working here at the cafe in the evening. I had a couple customers. Eventually they all left and I locked up and went home. Do you lock away everything at night? Not everything, just the storeroom over there. You mean that little door on the side of the ship? Is there anything else to lock? I leave the chairs, tables and trash can where they are. Lifting things like that is not a job for an old man. Don't you have anyone to help you? Mr. Remington liked to keep us down to his skeleton staff. There simply aren't many people who would choose to work in a place like this. A skeleton staff? Well, that's convenient for him since... Don't make that joke. I won't laugh. Okay, alles klar. Na, wenn du nicht lachst, dann machen wir den nicht. Keine Sorge. Was weiß er denn noch über Mr. Remington? He was a friend for many years. If you have any questions about him or his belongings, I may be able to help you. Über ihn oder seine Gegenstände? Oh, da haben wir bestimmt was, nachdem wir im Büro waren, denke ich mal. Ja, was ist mit Boggy? You're prime suspect, am I correct? Well, technically, but I'm not even sure he's real. Don't worry about that. Real or not, the creature's the most important part of this mystery. Which one? The cartoon character or the real creature? Exactly. Okay, alles klar. So, was sagt ihr denn über das Kostüm? Someone made a costume to look like the creature.
They must have known it would get a reaction for sure. But I wonder if they planned things to go this far. When you're finished theorizing, I was going to show you these sketches I found in a trash can right next to your cafe. It does seem like someone was designing a costume. A disguise, perhaps. I don't know. Try to think why somebody would do such a thing. I don't know. What could they achieve with it? I don't know. Not yet. Naja, das würde den Verdacht ablenken, ne? Haben wir irgendwas schon von ihm oder seinen Habseligkeiten? Nee, eigentlich nicht, ne? Nee, ich glaube, da können wir ihm erstmal noch nichts Sinnvolles zeigen. Also würde ich sagen, ab zur Challenge. Was haben wir denn hier? I was told Remington left the cafe looking ill last night. Since you seem to be completely in charge of all the food and drink around here, I'm afraid this is something I can't ignore. He was an old man. His health wasn't perfect. But I'm not arguing with you. I think it is suspicious. What do you think caused it? What do I think caused it? Okay, ja, naja, wahrscheinlich dieses komische Zeug, was auf allen Zutaten ist, oder? Auf jeden Fall. A bog dog he ate at the cafe gave him food poisoning. I keep all my food locked in the storeroom when I'm not here. You think he was poisoned? I think he was poisoned. Poisoned by me? Naja, ich habe Beweise, dass Gift in deinem Essen war. Oh, es wurde eingebrochen. Oder du hast Essen außerhalb des Raumes gelassen. Ich würde sagen, es wurde eingebrochen wahrscheinlich, oder? The storeroom was broken into with a lockpick. A lockpick? I've never encountered a problem like this before. But since last night, am I in a position to doubt a claim like that? Somebody knew that Remington would eat a bog dog. He ate one every day, right? Do you suppose this explains the missing bottles of swamp juice as well? Wahrscheinlich. Okay, das ist super interessant, aber hat natürlich nichts mit ihm direkt zu tun. Allerdings für unseren Fall sehr interessant, ne? Oh, ja, der Swamp Juice. Ein populäres Getränk, das im Café in Boggys Bog verkauft wird. Sieht aus wie seltsamer, flüssiger Schleim. Harper sagt, es ist eine Menge davon in letzter Zeit verschwunden. Und den Bog Dog haben wir auch. Ja, eine Art Hotdog, der im Café in Boggys Bog verkauft wird. Es war Remingtons liebstes Essen. Er hat jede Nacht einen gegessen. Und da letzte Nacht die ganzen Bog Dogs in irgendwelches grünes Pulver... achso, nee, also seit letzter Nacht sind die alle in irgendwelches grünes Pulver ja, damit bedeckt. Können wir ihn eigentlich fragen nach allen Lieblingsessen? Moment, das will ich nochmal probieren. Was ist denn mit Agent Folder zum Beispiel? I don't know very much about them. Oh, okay. Dann weißt du nicht das Lieblingsessen von allen, ne? You have a lot of suspects on that list. Okay, ich glaube, ihn nach random Leuten zu fragen bringt nichts. Dann gehen wir erstmal weiter. Hier zurück. So, oh, ach, hallo. So, ich muss einmal zwischendurch, wollte ich mal gucken, wie viel haben wir denn von der Karte jetzt entdeckt. Ah, fast alles. Cool, hier ist wahrscheinlich im Büro. Da müssen wir noch rein. Aber dann ist das hier wahrscheinlich erstmal die letzte... Wobei, wir haben ja noch jemanden. Also irgendwer muss noch kommen. Aber hier ist auf jeden Fall noch eine Dame am Souvenirshop. Sorry to interrupt. I can see that you're, hard at work. You weren't here yesterday. Ist das Sally? Ist das Sally aus Tangle Tower, die unsere Assistentin wird? Vermisst du mich? Ich weiß, ich war in meinem Büro gestern. Oder, nein, ich bin gerade erst angekommen. Ich bin gerade erst angekommen. Oh, no, I only just arrived. You're the detective, right? I'm a detective. So, that was your hat I saw blowing through here. Oh, du hast meinen Hut You gesehen. spotted it too. If you're good at your job, you may have realized that it's kind of dead around here. So, I generally notice magical floating detective hats. Oh, and don't worry, you look better without it. How do you know? Oh, I have a good imagination. Aha, haben Sie mich beobachtet, Miss Sally? Wollen Sie zufällig meine Assistentin fürs nächste Spiel werden? Und was haben Sie eigentlich letzte Nacht gemacht?
when you have a moment free from your busy schedule, I need to ask you about last night. I know, but it won't help. I worked here during the day, then left my gift shop and went home in the evening, same as every day. You just leave your gift shop here when you go? No, I put it in my pocket. Yeah, seriously though, as much as I appreciate sarcasm, I think I'd get in trouble if I wrote something like that down in my notes. Well, look, you've noticed the gift shop has wheels and you're thinking, oh, she's pretty lazy to leave it lying around. But if you want to try pushing this thing through the swamp, be my guest. And I can't lock it up, so I just leave it here overnight. Nobody's ever stolen any of this lousy merchandise anyway. I even left my spare clothes here when I went home last night. You left them here? By the gift shop? Yeah, it's no big deal. They were all still here this morning. Kind of. Kind of? I think someone played a stupid joke, and my spare black leggings were covered in some disgusting swamp slime when I found them in the bag this morning. If you're going to take my clothes and mess them up, then just keep them. I don't want them back. You know what I mean? I absolutely do. Okay, diese Leggings kennen wir auch. Jetzt haben wir fast das ganze Kostüm, oder? Und Auxi schreibt, ja, das ist dieselbe Sally wie in Tangle Tower. Ja, dachte ich auch, ne? So, das ist auf jeden Fall ein Paar von Sallys schwarzen Leggings. Sally sagt, jemand hat ja ihr einen Streich gespielt, weil sie in seltsamen Schleim getaucht sind. Und Sally hat diese Leggings in ihrer Tasche gelassen und die Tasche im Sumpf gelassen letzte Nacht. Könnten also einfach geklaut worden sein. So, was ist denn eigentlich mit dem Kostüm? Erkennt sie dann direkt, dass das ihre Leggings sind? Da fragen wir jetzt direkt mal nach. I have a theory that the murderer was wearing a costume. A homemade outfit designed to look like the swamp creature. I've never seen anything so ridiculous. You've never seen me in that. I know it's not exactly the latest fashion, but... No, you'd never see me in that. It would cover me up entirely. That's the point of a disguise? Look, detective. When you have legs like mine, you don't want to be wearing disguises. Is that why you always wear those black leggings? You've only just met me and you're making assumptions about what I always wear. And making assumptions is the fun part of being a detective. Well, you're right. I always wear these. Okay, was bedeutet, dass der Mörder auch gewusst haben könnte, dass sie die immer trägt, ne? Ich nehme jetzt mal an, wenn es die Sally aus dem nächsten Spiel ist sie wahrscheinlich keine Mörderin. Nehme ich mal an. So, und was ist dein Job hier? Merchandise verkaufen? Willst du vielleicht einen neuen Job an meiner Seite? Ich frag I didn't mal. expect to see someone your age working in a place like this. But then again, I didn't expect there to be a place like this in a place like this. I only started working here this year anyway. It's temporary. Just running the gift shop to earn a little extra money. Don't ask how I ended up here. I'll save that question for a different day. You don't seem at home here exactly. I hate it. This place is disgusting. Come on, you don't think it's kind of beautiful? You would say that. You only just got here. You'll get sick of it. If I wasn't here, I'd be stuck in my office doing paperwork. At least at your office, you don't have to bring spare clothes every day. It's impossible to leave this place without being covered in dirt. Challenge accepted. Okay, alles klar. Das ist also unser zweiter Auftrag. Hier rauskommen, ohne dreckig zu sein. So, was wissen Sie denn über den Ermordeten? He made sure I always got paid, so I can't say anything bad about him. You can if you like. He won't hear you. You should have more respect for the dead. I know. Okay. So, ja, und sonst so? Was ist denn mit dir selbst? Her. I don't know why she still works here, to be honest. One murder is one murder too many. Ja, da hat sie nicht ganz unrecht. Also wenn ein Mörder frei rumläuft, darf man ruhig mal woanders hingehen. Was mit Boggy? I think the cartoon character is kind of dumb. What about the real creature? I've never met him. Me neither. Okay. Und ja, sonst so? Wonach sollen wir sie fragen? Ich glaube, das passt, oder? Irgendwelche Hinweise? Wüsste ich jetzt nicht, was sie das interessiert, ehrlich gesagt. Also ich würde sagen, wir lassen sie erstmal in Ruhe. So, und gucken uns den Giftshop an. It's a humble gift shop wagon. Let's take a look. Oh wow, da hat Brightly jemand... colored Boggy baseball caps.
Is there Super. something behind them? Ja, wollte ich gerade sagen. Da hat jemand die Maske versteckt, die er benutzt hat letzte Nacht. What on earth? This thing doesn't seem to belong here at all. It's some kind of roughly made costume head, I think. War da der Stoff von der Gardine drin? Das sah aus wie der Stoff von von dem Vorhang. Ne? Habt ihr das gesehen? Das hat dasselbe Muster. There's a strange piece of red fabric stuffed inside. Ja, genau. 2 clues for the price of 1, I guess. Dankeschön. So, haben wir noch irgendwas? Boggy dolls, boggy toys, boggy postcards. Yeah, this stuff isn't half bad. Ist hier die Karte vielleicht? It's a map of the swamp. Mine seems a little older than this one, though. Schade. So, und hier? It's a photo of the swamp entrance. Or it could be a painting. There's really no way to tell, you know? Ja, das weiß man nie, ne? Okay, dann haben wir aber neue Hinweise auf jeden Fall. Nämlich einmal dieses Kopfstück. Ja, der Kopf von dem hausgemachten Boggy-Kostüm. Ich habe es unter den Boggy-Hüten im Souvenirshop gefunden. Es hat ein ungewöhnliches Muster mit einem rot-kringeligen Muster. Und, das war etwas, was von den Vorhängen abgerissen wurde. Okay, er hat es also auch schon bemerkt. Cool. So, dann haben wir jetzt alles gesehen, ne? Hier müssen wir jetzt wieder zum Eingang kommen. Ja, wunderbar. Alles klar. Sollen wir einmal den Hinweis nochmal angucken, ob wir irgendwas verpasst haben? Aber ich glaube nicht. Ah, schaut mal, jetzt haben wir alles vom Kostüm im Prinzip. Außer dem gelben Hoodie, aber der scheint uns nicht zu fehlen. Ah, und hier, das haben wir noch nicht angeguckt. Stoff gefunden in der Boggy-Maske, also in dem Kopf, wurde von den Vorhängen in Remingtons Büro abgerissen. Ein sehr, einprägsames oder ein sehr auffälliges rotes Kreiselmuster. Okay, das haben wir also alles. Oh, und ein Boggy-Hut haben wir auch noch gekriegt. Ein Kinderhut, der im Souvenirshop verkauft hat. Sieht so designt, dass er ein bisschen wie Boggy aussieht. Okay, alles klar. Cool. Die Suspects, ja, da fehlt uns irgendwie noch einer. Und die Notizen. Was wollen wir dann als nächstes machen? Also wir könnten einmal alle Leute, die wir hatten, nochmal nach dem Kostüm fragen. Wir können unsere neuen Flüssigkeitssachen bei der Dame durchprobieren. Oder wir könnten uns das Büro angucken. Was denkt ihr? Was sollten wir als nächstes tun? Das würde ich sagen, ist so... Ja, wären so die nächsten Schritte. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit den Flüssigkeiten. Und von den anderen zwei könnt ihr euch inzwischen in den Kommentaren eins aussuchen, was ihr halt lieber machen wollt. Lieber erstmal das Büro oder lieber erstmal alle nochmal befragen. Wobei, jetzt wo wir hier sind, können wir sie ja auch nochmal befragen. Also, erstmal genau das Kostüm. I found these designs for a boggy costume. Do you know anything about them? You're asking me because you can tell I'm experienced with needlecraft and sew my own clothes? No, but that's a good reason. Let's go with that. Well, these designs look like they should have stayed where they were. In the trash? On paper. Oh, how come? Whoever drew them didn't really know what they were doing. You would have done it differently? Of course. I am a seamstress. There was a time when I considered sewing my craft, my livelihood. Really? When Richard Remington arrived in the swamp years ago, I offered him some of my handmade fabric as a peace offering. I don't think he cared much for it. Most likely he threw it away. A pointless gift from some strange woman. Das sind bestimmt die Vorhänge. Das müssen wir ihr direkt mal zeigen und gucken, ob das die Vorhänge sind. Hier, schau mal. Thank you. Nicht? Ich dachte, oh, okay. Irgendwie war ich mir sehr sicher. Na gut, dann untersuchen wir mal den Swamp Juice. Let's see. First thing we do is put this and tap the... Ja, weiß ich doch. Kein Problem, wir machen das hier rein. So. And now... Ja, ich weiß. Die Blaubeeren, die gelbe Blume, rein da und
Tada! Got it! Now I know what that liquid consists of. I'll write it down in my notes. Is that the same as last time? This Auf was the jeden exact Fall. same liquid. Ja, das wurde nämlich benutzt, um das alles nass zu machen. So, und die Leggings haben wir noch. Let's see. First, then tap. Ja, wissen wir. Und es wird richtig überraschend sein. Was glaubt ihr, was das für eine Flüssigkeit ist? And now we. Ja. Blaubeeren. Gelbe Blume. Auf geht's. Got it! Now I know what that liquid consists of. I'll write it down in my notes. What's going on here? That was definitely the same as the other tests. Auf jeden Fall. So. Das heißt, wir wissen jetzt, all das wurde einfach mit diesem Swamp Juice eingeschmiert. So, ob wir das hier auch testen können? Nee, sonst würde das tropfen, ne? Na gut, okay, dann nicht. Dann würde ich sagen, ja, die Challenge könnten wir noch machen, ne? I've been looking into the history of this place. Oh, really? Did you find anything? Yeah. You. You must be confused. You found me today when you barged into my house. Remember? Aber, oh, du hast den Mythos vom Sumpfmonster selber kreiert, um die Menschen vorzuhalten. Du warst der Gründer der Touristenattraktion. Oder, ja, du hast hier im Sumpf gelebt, als der Abenteurer kam. Ah, ich muss sagen, das erste ist eine coole Theorie, ne? Also das letzte ist richtig, aber das erste, vielleicht? You were already living in the swamp when the explorer came here 60 years ago. The explorer? That man they talk about in the museum? The one who originally discovered Boggy. You know who I'm talking about. His sketches and notes are the only real evidence we have for this creature. You already have his journal. You learned to read, I assume. What else do you need? Du musst mir sagen, ob das fake ist, das Tagebuch. Ich glaube, du hast da selber etwas reingeschrieben. Ah, da fehlt eine Seite. Ja, haha, da fehlt eine Seite. Und ich glaube, ich weiß, wo du... Nee, ich glaube, du weißt, wo sie ist. There's a page missing from the journal. I think you know where it is. Why on earth would I know something like that? Because you were the only person here when the explorer visited the swamp. I have a suspicion that the swamp creature wasn't the only thing he discovered. You're suggesting he gave me a page from the back of his journal? Or what, that I stole it? Du hast es genommen, als es im Museum war. Ich weiß es nicht, aber wenn ich es sehen könnte, dann kann ich mich vielleicht entscheiden. Oder du hast es von ihm gestohlen, bevor er den Sumpf verlassen hat. Wir wissen es ja eigentlich nicht, ne? Ich nehme mal, dass ich es nicht weiß. I really have no idea. If I could see it, I might be able to make up my mind. It doesn't belong in a museum. It belongs here, with me. You understand? Aha. What if I promise I'll return it after I finish clearing up this mess? Then I'll show it to you. Is this you? Oh. He drew you into his journal? It's beautiful. 60 years ago, yes. He left the page with me. We agreed the rest of the world would manage without it. I think there's something on the back. Zeig mal. Okay, das ist sie. Was ist auf der Rückseite? Oh. What's this? Die Füße. Footprints. Okay, die verlorene Seite aus dem Journal des Abenteurers herausgerissen. Sie wurde vor 60 Jahren Weybridge von dem Abenteurer gegeben. Da ist ein Bild von Lady Weybridge, als sie 20 Jahre alt war. Außerdem Zeichnungen von Boggys Füßen und seinem Fußabdruck. Er hatte 2 Zehen an der Vorderseite und eine an der Rückseite. Diese Seite beweist, dass die Fußspuren, die außerhalb des Büros gefunden wurden, nicht vom echten Boggy stammen. Ja, außerdem, dass derjenige, der das Kostüm gemacht hat, das nicht wusste, ne? Da ist die Seite. Okay, cool. Alles klar, dann haben wir, glaube ich, alles mit ihr besprochen. Und es wurde sich gewünscht, dass wir als nächstes ins Büro gehen. Also würde ich sagen, ab vors Büro und wir probieren mal hier die Tür aufzuschließen. Even though I have the key, this might not be as simple as I'd hoped. Nicht? This door has 2 keyholes.
So, which key should I use in each one? Nun. Ich bin mir unsicher, was überhaupt der Unterschied ist zwischen den allen. Ach so, guck mal, hier ist dieser Stiel wesentlich länger. Ich glaube, du musst das hier benutzen, oder? Ja, und dann das hier auf der Oberseite. Wunderbar. Oh, wow. Oh Gott. Was war denn in seinem Büro los? Das sieht ja super creepy aus. Er war Jäger, offensichtlich. Was wir schon aus Tangle Tower so ein bisschen wissen, ne? Dass Lord Remington und die anderen, dass die diese seltsamen Tiere gejagt haben. Deswegen ist er ja wahrscheinlich hergekommen. It's a sharp metal poker for a fireplace, hidden in the shadows. Something about those 3 prongs. I feel like I just stumbled across an incredibly important piece of evidence. Okay. Oh, da ist auch Flüssigkeit dran. Ja, ein Piekser für den Kamin. Ich weiß nicht, wie nennt man das denn auf Deutsch? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Jedenfalls war der versteckt in Remingtons Büro. Es hat 3 Spitzen an einem Ende. Da ist eine kleine Menge getrocknetes Blut an den Spitzen. Ah, das ist, womit er gestochen wurde, damit es so aussieht, als wäre es das Monster gewesen. Es ist seltsamer Schleim dran. Die 3 Spitzen passen zu den Wunden Remingtons. Könnte das die Mordwaffe sein? Wahrscheinlich, ne? Okay, was haben wir hier noch? Hier ist alles umgefallen. Something happened here. Ja, ganz sicher. Ah, Schürhaken. Ja, danke schön. There are signs of a struggle between the desk and the window. Ja, er wurde wahrscheinlich rausgeworfen, ne? An old hunting rifle, discarded carelessly near the window. This isn't the kind of thing I can ignore. Okay, ja, eine altmodische Jagdwaffe, die auf den Boden geworfen in Remingtons Büro lag. Das könnte der Schuss gewesen sein, ne? Da war doch auf der Aufnahme war doch ein Schuss zu hören. Moment. Hier. Ja, genau. Das könnte der Schuss gewesen sein. Und dann ist er aus dem Fenster gefallen. Ich glaube, das könnte sein. Okay, cool. Dann wissen wir jetzt, was das war. Ja. So, mal gucken. Hier ist ein Brief. Remington's desk is covered in drawings and maps and notes. It's all about Boggy. He was obsessed. An ink bottle spilled onto his work. I'm sure he didn't do that on purpose. Eesh, it's a bit of a mess. Perhaps there's something underneath those drawings. Vielleicht kommt It's a letter Remington was writing before something caused him to spill his ink bottle. My dear fellow, I received your note 2 weeks ago, but have only recently found the time to do the appropriate research on the matter. I feel like my time in this awful swamp might finally come to a close, all due to the simple realization, the rest is obscured. What a tease. Ja, aber wirklich. Okay, er hat irgendwas realisiert. Und Fellow ist ja tatsächlich auch ein Name, den wir kennen, ne? Aus Tangle Tower. Okay, was ist das hier? Achso, das können wir einfach wegräumen. Das ist nicht so wichtig. Hinfort. Oh, das ist eine Visitenkarte. Ach. Und It's a note addressed to Richard Remington. The handwriting is immaculate. Richard, our man of the world. A little help is in order. We're worried that the efforts regarding our elusive little friend might be in vain. Send word when you can. The letter is signed FF. Okay, ja, die Fellows haben ja alle ein F im Nachnamen. And attached is a blurry little picture. It's some kind of metallic insect. Bestimmt der Goldkäfer. The whole thing is a mystery. I have no idea. Okay. Ich habe auch einen Erfolg dafür gekriegt. Das könnt ihr, glaube ich, nicht sehen. Aber der Erfolg heißt ein Mysterium für morgen. Also war an dem Zeitpunkt des Spiels hier wahrscheinlich schon geplant, dass ein zweiter Teil kommt. Das ist bestimmt der Goldkäfer, ne? So, und was ist das hier? Vincent Vanderpeer's business card. There's a couple of numbers scribbled on the back. Okay, nicht weiter Vincent interessant. There's a couple. Achso. Und hier die Karte? There's a map of the swamp lying on the desk. It's been annotated in a few places. Okay, das war's. There's a map of the swamp lying on the... Das ist dasselbe. Okay, alles klar. Dann können wir, glaube ich, zurück. Dann haben wir das alles angeguckt. So, was ist hier? This is the creepiest office I've ever been in. Ever. Ja, absolut. Das kann ich nur bestätigen. These animals.
they're all... They're not... I don't recognize any of them. Ja, das sind wahrscheinlich alles diese seltsamen, obskuren Tiere, ne? Hier, einäugiger Hase. Was ist hier im Regal? Hunting memorabilia. Claws, teeth. It would be an impressive collection if it wasn't so disturbing. Ja, das in der Tat. Können wir die Schubladen aufmachen? Hunting memorabilia. Nee, das It ist would be... dasselbe. Okay, was ist hier unterm Glas? I don't know what's in that jar, and I wish it wasn't in there. Okay, ja. I'm gonna stop looking at it now. Mhm. Gute Entscheidung. So, und hier das Fenster. The open window looks over the wooden planks outside. Oh, and on one side, a part of the curtain has been ripped off. The open window looks over... Oh, and... Okay, alles klar. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Wenn ihr irgendwas seht, wo ihr denkt, ich habe was übersehen oder so, sagt auf jeden Fall Bescheid. Können wir den Teppich This is noch the creepiest office I've nee, ever... das ist dasselbe. Die Frage ist, was machen wir dann als nächstes? I Wahrscheinlich... probably shouldn't leave until I've searched a bit more thoroughly. Oh, okay, Entschuldigung. Filmsessel vielleicht? This is the creepiest office. Nee, das ist dasselbe. Hier, das hier, was umgefallen Something ist? happened here. There are signs of a... Ah, nee, das ist dasselbe. Was könnte ich denn noch nicht angeguckt haben? Hier die Bilder? Photos and paintings line the wall above the fireplace, but one of the frames is empty. Wait a second. What are these pieces on the floor underneath it? Ah. This photo is ripped, but it looks important. If I Ja, can das piece it gucken wir together again, maybe it'll reveal a secret. Bestimmt. So, okay. Also hier ist die Unterkante. So, hier ist die andere Ecke. Moment. So rum. Das muss auf jeden Fall hier ran, glaube ich. Dann das hier oben hin. Das hier an dieser... Nee, da fehlt noch was. Da muss noch das hier dazwischen. Wobei, da muss noch mehr dazwischen. Ah, hier oben. Hier oben. Okay, das. So. Dann das. Dann das. Na, so. Jetzt das hier. Dann das hier ist der charmante Mann. Und wir haben's. This photograph, it's a young Remington. And then some other men I don't know. They're all holding rifles. Vielleicht sowas wie ein Jagdclub? Maybe I can ask Harper about it. Bestimmt. Okay, okay, alles klar. Oh, die erste Ordnung kryptozoologischer Jäger, Hauptquartier 1963. Ein Gruppenfoto von einem Jagdclub. Ein junger Remington steht da mit Freunden. Sie halten alle Waffen. Ah ja, okay, hier ist nochmal der Remington rangezoomt. Okay, Have I interessant. uncovered a secret in here? Tja, das ist jetzt natürlich... Ach so, na klar. Das Jagdfoto erklärt, warum ein Jagdgewehr am Tatort gefunden wurde. Auf jeden Fall. The hunting photo explains why the hunting rifle was found at the crime scene. I don't get it. Seriously. Nicht? Was a ghost belonged to a secret society. Es könnte kein Grund sein. Ist historischer Beweis, dass... Sollte nicht der Grund sein, dass... Vielleicht das Jägerfoto ist historischer Beweis, dass Richard Remington in eine Geheimgesellschaft gehörte? Also in einen Jagdclub zumindest, ne? The hunting photo is historical evidence that Richard Remington belonged to a secret society. I'm getting a strong feeling that Remington might be the bad guy in this story. If he wasn't already dead, I would have loved to ask him a couple of questions. I should ask around, see if I can gather any information about his motives for being here. Wir sind bei Kapitel 3. Richard Remingtons wahre Beweggründe. Okay, interessant. Alles klar, dann können wir immerhin jetzt endlich aus diesem gruseligen Büro raus. Aber er hat ja auch schon gesagt, dass er gar nicht im Sumpf sein will, ne? Er meinte ja, ich kann hoffentlich bald aus dem lästigen Sumpf raus und so. Das klingt ja jetzt nicht so, als wäre er gerne da gewesen. So, wir fragen auf jeden Fall erstmal ihn hier. Er ist ja sein alter Freund. Oh, und wir können nach Richard Remington jetzt alle fragen. Okay, na dann. You said you knew Remington?
He and I knew each other for a long time. I came to work at his tourist attraction in the early days, when he needed help. Well, what kept you here? I know most people wouldn't want to work in a place like this. I actually like it here, so I was happy to oblige. You might like it, but I still don't see why anyone would build a tourist attraction here. Mr. Remington has his reasons. He probably had several. I don't presume to know what they all were. Even though we were friends, he had some secrets, some hobbies, that I was happy to let him keep secret. Secrets? Hobbies? A secret hobby? He was a man with a dream, I can tell you that much. Okay. Mit einem Traum. Naja, er wollte wahrscheinlich das Ding hier finden, ne? Wenn er diese besonderen Kreaturen gejagt hat. So, wir zeigen ihm mal das Foto. One of Mr. Remington's secrets. I never wanted to know the details, but these men travel the world, seeking mysterious animals to hunt. They consider myths and legends to be the ultimate prey. Okay. Wonach könnten wir ihm noch fragen? Eigentlich nichts weiter, glaube ich. Bin ich mir nicht ganz sicher. Wir zeigen ihm nochmal hier das Ding. He's dead, but he always knew what he was getting involved with. Okay, du meinst, er hätte schon eine Ahnung gehabt haben können, dass er stirbt? Die Frage ist, warum hat ihn jemand erstochen? Also mit diesem Schürhaken, wenn er schon am Sterben war, also wenn er schon Gift gegessen hat, ne? Dann ist ja nicht mehr lang, sage ich mal. So, wir fragen mal Sally nach allem. Freut sich immer mit uns zu reden, komm. So what can you tell me about your relationship with Richard Remington? I didn't have one. I think I spoke to him twice, ever. He usually seemed really busy, but more like preoccupied. Preoccupied? Like he was thinking about something else? Something that wasn't this tourist attraction? Who can say? What do old men think about? What? Are you implying that I know the answer to that? Ja, nee, also wir sind auf jeden Fall noch nicht alt. Es ist schwer zu sagen, wie alt die Leute sind, ehrlich gesagt. Grimoire sieht wirklich nicht alt aus. Na gut. Wir gehen mal zu den beiden Kameraleuten hier und fragen die mal noch nach allem. Bitteschön. I found these designs for a costume. A Boggy costume. Aha, the legendary swamp creature. Yeah, that's the one. But these are just a child's drawings, are they not? You think? Perhaps. It's difficult to tell. Okay, und was mit Richard Remington? You saw Remington last night, but had you met him before? Did you know him? I've never really spoken with him, but we've come into contact a few times. Vincent likes to handle that kind of work, and I like to let him. What do you think of this place? The tourist attraction, I mean. I can't say I like the idea of a natural area like this becoming commercialized. I know! I just can't understand why anyone would even try. I think Mr. Remington had his reasons. He looked like a man with a couple of secrets. Like what? I have no idea. If I knew, they wouldn't be secrets. Okay, alles klar. Feels like I'm done talking to him. Glaube ich auch. Vor allem haben wir jetzt all seine 8 Punkte, ne? Wollen wir die einmal durchgehen? Also, Bobby Burl, professioneller Kameramann. Er hat, Schwarz-Weiß-Fotografien gemacht. So, er hat mit Vanderpier für Jahre gearbeitet. Er hat seine Kamera meistens dabei. Er hat gesehen, wie Remington krank aussah. Und er hat ein heimliches Hobby. Wir wissen ja auch schon, was es ist. Er hat Schwarz-Weiß-Fotografie gemacht. Er hat ein verschwommenes Foto in den Wäldern gemacht. Er mag nicht, dass das natürliche Gegend hier kommerziell genutzt wird. Und er denkt, Remington hatte Geheimnisse. Okay, jetzt wissen wir wirklich alles über ihn, ne? Cool. Was mit Vanderpier? So, was sagt der zu dem Kostüm? Würde er es vielleicht in seinem Film benutzen? What can you tell me about these designs for a Boggy costume? Nothing whatsoever. You're sure you didn't see anything like this while you were filming yesterday? Wait, hold on a minute. What if Don't you dare ask. This costume isn't your doing, is it? Made for your movie, I mean? My friend, there will be no costumed idiots within the viewfinder of my camera. I can assure you that. What about your Boggy movie? Isn't that gonna be, like,
A guy in a costume, or a puppet, or one of those weird robot things? Technology has been kind to people like me. We no longer have any need for such tomfoolery. I can create a perfectly believable swamp creature within the confines of a computer. Much cheaper, too. Alles CGI. Aha, ich verstehe schon. Und was mit Remington? I suppose you've met with our murder victim, Richard Remington. Yes, I've been in and out of this place for a while now. Naturally, I've crossed paths with Remington a number of times. Good value, that one. A real raconteur, you know. You liked him? So far, I'm getting the impression he wasn't the most popular guy around here. Well, that much is clear, isn't it? The man obviously slipped up somewhere, made an enemy or two, and bam, that's that. You just can't be too careful, can you? Yeah, I think he did have an enemy or two. Or three. But you liked him. I respected him. Good head on his shoulders. Good business sense, that man. He understood how to make things work for him. Okay, ja, dann haben wir jetzt auch von ihm alle Geheimnisse enthüllt. Lass uns die auch einmal durchgehen. So, ja genau, er ist Regisseur. So, er untersucht den Ort, weil er einen Film über Boggy machen will. Er arbeitet mit Bobby Burl. Er konnte Bobby Burl nicht finden letzte Nacht. Er hat selber gefilmt. Er hat zur exakten Zeit des Mordes gefilmt. Er hat schon vorher versucht zu filmen, aber er hatte keine Erlaubnis. Er hat Remington respektiert für seinen Sinn für das Geschäft. Und er hat viele Fantasy-Movies gemacht. Okay, dann wissen wir jetzt tatsächlich alles. Dann lasst uns doch nochmal ins Museum gehen, um mit dem freundlichen Herrn dort nochmal zu sprechen. Hallo. So. Ja, das Kostüm. I found these designs for a Boggy costume. Oh, some ridiculous new merchandise for tourists to waste their money on. No, I believe the murderer was dressed like this last night when they attacked Remington. If they were trying to scare him out of the swamp, they should have spent more time making an accurate design. What do you mean? Well, this design is some bizarre hybrid between the real creature and the cartoon character. It simply hasn't been researched properly. What's wrong with it? Well, those flippers? Pure guesswork. Nothing but foolish imagination. Nobody knows what Boggy's feet look like. No footprint has ever been recorded. So tell me, Special Agent Folder, how would you do a better job researching it if nothing has ever been recorded? Oh, well, that's, I mean, it's all a matter of taking the time to... It's just that... But there's no way anyone would believe... Nothing but foolishness. Alles klar, du weißt also genau Bescheid. Sollen wir ihm das mal zeigen? Hier, das mit dem, hier, die verlorene Seite. Die würde ihn auf jeden Fall interessieren, aber ich will eigentlich nicht unbedingt die Dame verraten. Na komm, wir machen es trotzdem. Is that the missing page of the journal? I think so. It's an important artifact. It belongs in a museum. Yeah, you're not wearing the right hat to be saying that. Okay, alles klar. Was mit Richard Remington? Mag ihn ja nicht, What can you tell me ne? about your relationship with Richard Remington? We didn't really have one, and now we definitely don't have one. But look, all I can say is that he was a coward who enjoyed watering down history for his own benefit. What does that mean? It means there are some chapters of this swamp's history that he never wanted anyone to know about. Did he like you sniffing around this museum all the time? I don't think he knew, to be honest. And even if he did, there's nothing he could have done about it. He has no right to this building. He knows that. We both know that. Why not? It was part of his tourist attraction, wasn't it? No, it wasn't. Davon haben wir schon gehört, ne? Dass das Museum irgendwie hierher bewegt wurde. Die Frage ist, was machen wir jetzt als nächstes? Ich glaube, wir haben mit allen nochmal geredet. Wir haben immer noch nicht gefunden, wer die mysteriöse letzte Person ist. Ah, kleines Mädchen. Du hier. Aha! The great detective returns. Did you run out of ideas? Need a little push in the right direction? Ich habe eine Idee, wenn sie involviert, dich zu ignorieren. Du musst mich nicht drücken, aber die Richtung würde helfen. Oder du bist diejenige, die einen kleinen Drücken in die richtige Richtung gebrauchen könnte. Ich weiß gar nicht. Eigentlich, ich meine, ich habe gerade erst gefragt, was wir als nächstes machen sollen, ne? Insofern, ein bisschen Richtung
könnte schon helfen. No need to push me, but the direction would help. Like it or not, I'm here to help you. I get it. You give me a map, then you magically disappear and hide behind a tree for an hour. You want me to be impressed? Did you talk to all the suspects yet? I'm working on it. You can't rush these things, you know. Have you noticed anything unusual? I notice that this is going to take longer than I originally planned, and I'm getting the feeling that I wasn't wrong about this tourist attraction. What do you mean? I had a hard time believing there could be a place like this here in a dark corner of a swamp. It didn't make sense, and it still doesn't. Some things don't make sense straight away. You need to look a little closer. At what? The mud? The water? The trees? Nope. They've been here for years, and they're not to blame. They belong here. She's gone again. Hiding in a bush, no doubt. I wonder if she'll ever tell me something I can actually understand. Okay, naja, ich schätze, ihr Hinweis war ja, dass wir mit den Verdächtigen mehr reden sollten. Wir gehen mal hoch zu der Lady. Ich glaube, wir haben ja was Neues gefunden, was sie untersuchen kann, oder? So. Junge Dame, ich habe hier was für Sie. Nämlich diesen Pizza. Let's see. First thing we do is then tap the... Wissen wir, keine Sorge. Ich glaube, ich habe so eine Ahnung, was es wieder sein wird. Aber kein Problem, wir machen das alles. So, Blaubeeren, gelbe Blume und zack. Got it! Now I know what that liquid consists of. I'll write it down in my notes. The swamp slime. It's all the same. It's the exact same liquid again. There's something about that green slime. Okay, jetzt hatten wir alles. Tja. Der wurde auf jeden Fall am Tatort gefunden und hat magische Kräfte, gehört Boggy, grünes Pulver. So, also, der Piekser, der Schürhaken, den wir am Tatort gefunden haben, und die schwarzen Leggings sind im selben Swamp Slime bedeckt. Ja, das ist richtig. The fireplace poker found at the crime scene and the black leggings are covered in the same swamp slime. Sally's leggings. They link her with the crime scene. I'll have to ask her about it. Auf jeden Fall, aber sie sagt wahrscheinlich einfach nur, ja, naja, natürlich waren die da, die wurden ja geklaut in der Nacht. So, wir reden nochmal über Richard Remington. You've been here so long, you must have crossed paths with Remington a few times. What did you think of him? That man was a threat to the swamp. We'll be better off without him. Hopefully the curtain will fall on his little tourist attraction as well. Better off? With a killer on the loose now? There have been murderers loose in the swamp before. What are you talking about? In my time here, I've seen the swamp invaded by men. By hunters. Several times. They're relentless. What were they hunting? Wait, what about Boggy? Is that why no one has seen him in 60 years? They always fell short of their ultimate goal. That just meant they came back again and again, doing more harm each time. But this area is protected by law, right? It is now, but some men have no respect for laws, of any kind. They tried to get me to leave my home. I stood my ground. Obviously. But this whole area is a tourist attraction now. I doubt Remington would have allowed anyone to march into Boggy's bog with a gun and start hunting down his main attraction. Außer er hat das selber gemacht. So, dann probieren wir doch mal, sie mal nach dem Foto zu fragen. I recognize some of those men. Unfortunately, they've hunted in the swamp before. Before it became a protected area? Before that, yes. And one of them after that. Einer von ihnen nach... Ja, bestimmt Remington selber, ne? So, was ist mit der Waffe? If you bring me something with liquid on it, I might be able... Da sagt sie also gar nichts. Ja, über das Kostüm haben wir schon mit ihr geredet. Die Karte weiß ich nicht.
Nee, ich glaube nicht, dass sie uns dazu noch groß was sagen kann. So, aber dann befragen wir doch mal Sally. Oh, und wir haben jetzt auch alle 8 Hinweise von ihr. So. Ja, sie hat hier über 60 Jahre gelebt. Sie weiß alles über die Blumen, die hier wachsen. Sie kann stricken, nähen und sie macht ihre eigene Kleidung. Sie sah Jäger, die nach Boggy gesucht haben im Sumpf. Sie sagt, dass Jagen verboten wurde, als der Sumpf ein geschützter Bereich wurde. Sie wurde gebeten, ihr Zuhause im Sumpf zu verlassen. Sie hasst Remington und seine Touristenattraktion. Und sie hat Remington Stoff gegeben als Friedensangebot. Okay, alles klar. Na dann, gehen wir als nächstes einmal zu Sally, würde ich sagen. So, wir können uns hier direkt hinbewegen, ab zum Souvenirshop und fragen sie nach ihrem Geheimnis. Schön. The black leggings you found in your bag this morning. They're covered in the same slime that was on the murder weapon. Everything in this swamp is covered in slime. What's your angle, Grimoire? Die schwarzen Leggings waren Teil des Kostüms vom Mörder. Ja, haha. Absolut. Your black leggings were part of the murderer's costume. Costume? Is that why someone took them out of my bag last night? Well, you know, I don't have proof someone else took them. If I had been wearing them when I committed a crime, do you think I would hand them over to a detective the second he shows up? Besides, look at them. What do you notice? Ja, also sie hat einen guten Punkt. Du bist zu dick, um die zu tragen. Okay, alles klar. Wie man sich unbeliebt macht, Detective. Zu lang, um sie zu tragen. Sie sind ausgedehnt. Ja, das würde ich sagen am ehesten. Also wirklich, nee. Sowas sagen wir hier nicht. They're loose and stretched. That's right, someone else. Someone larger than me has worn these. They're stretched out, especially at the waist. It's pretty obvious. So, let's see. Somebody stole them to use in their Boggy costume, and then put them back in your bag when they were done? If you say so. It's not my job to know all the details. It's my job to sell souvenirs. Do you want a souvenir? Oh, my, yes, but only if you choose one for me. You look like you could use something to wind up. You can take this one. Oh, okay. Ja, gerne. Und es hüpft. Cool. Okay, aber wir haben auf jeden Fall die Challenge geschafft. Ein kleines Plastikspielzeug aus dem Souvenirshop. Es hat das cartoonige Aussehen von Boggy. Und Boggys Füße sind versteckt unter einem Eimer Wasser. Ja, wir wissen ja auch, dass es da keinen Beweis gibt, ne, wie seine Füße aussehen. Also zumindest außer dem Versteckten. So, was machen wir als nächstes? Ist eigentlich... Oh, hey, kleines Mädchen, du schon wieder. You again. Ready with some cryptic advice, no doubt? Don't let them take him. Who? The murderer? That's my job. I gotta make sure that they... No, the creature. Don't take him away. This place is his home. Oh, Boggy. Hey, don't worry. I didn't really believe he could be, responsible for this mess. You didn't? Well, no. Hauptsächlich, weil ich nicht glaube, dass er überhaupt existiert. Ich glaube nicht, dass er jemanden verletzen könnte. Oder ich wusste immer, wer der Mörder war und es ist nicht Boggy. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, wer der Mörderer... Das steht da so. Ich weiß jedenfalls nicht, wer es ist. Wenn ihr schon Verdacht habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ja, ich glaube schon, er existiert. Diese alten Aufzeichnungen sehen ja echt aus, ne? Aber ich glaube nicht, er würde jemals jemanden verletzen. I don't believe he could ever hurt anyone. So, he won't get in trouble? He won't have to leave? Well, he's been out here for what, 60 years, hasn't he? And stayed out of trouble for that long. I have a feeling some detective isn't going to change all that in one day. Well, in that case, he says... Thank you.
Kleines Mädchen, bist du das Monster? Und wo bist du hin? Aber oh mein Gott, deswegen verschwindet sie immer so schnell. Weil sie unter Wasser geht und unter Wasser, und dann wieder auftaucht. Das könnte sein. Glaubt ihr, das kleine Mädchen ist das Sumpfmonster? Ich glaube, bestimmt. So, und ich überlege gerade, ob der letzte Verdächtige vielleicht, unser Freund sein könnte, der hier am Boot rumhängt. Wir haben mit dem noch überhaupt nicht geredet. Try and solve every suspect's challenge topic. If you're struggling, don't forget to present profiles and clues to people who might be interested. Oh, and hurry up. It's cold in this boat. Okay, nein, er ist es nicht. Er ist einfach nur der Officer. So, wir sollen alle Challenges machen. Von wem haben wir die denn noch nicht? Von ihm hier, ne? Nee, doch. Er hatte das Lockpick. Okay. Sie hatte eine. Er hat keine. Er hat auch keine. Sie hat das. Ihn haben wir. Wir haben alle gelöst. Glaube ich. Behaupte ich jetzt mal. Oder? Habt ihr irgendwen gesehen, dessen Challenge wir noch nicht gelöst haben? Vielleicht haben wir noch nicht alle Hinweise gefunden. Die Hinweise. Es scheint, als hätten wir alle, würde ich denken, oder? Wir könnten natürlich die noch mehr rumzeigen. Unsere Notizen. Ja, das ist das. Die Hinweise. Und uns fehlt halt noch irgendein Verdächtiger. Aber ich weiß wirklich nicht, wer. Vielleicht der Mörder einfach? Ich bin mir unsicher. Wir haben auf jeden Fall von allen schon das gelöst, außer von den beiden. Wir haben noch nicht alle Hinweise zu allen gefunden. Wir könnten ja Harper vielleicht nochmal nach dem Essen fragen. Ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht. Komm, wir gehen alle nochmal durch. Achso. Ja, ich weiß. Wir gehen nochmal alle Leute durch und gucken, ob bei ihnen schon steht, dass wir fertig sind, mit ihnen zu reden. Und wenn nicht, müssen wir ihnen noch mehr Sachen zeigen. Sally, tut mir leid. Achso, nee, er denkt, er ist fertig. Okay, Sally, never mind. Ich belästige dich doch nicht weiter. So, dann gehen wir mal hier. Was ist mit ihm? Er hat auch das Gefühl, er ist fertig mit ihm. Aber mit wem sind wir denn noch nicht fertig? Doch eigentlich nur mit ihr hier waren wir auf jeden Fall noch nicht fertig. Da hat er gesagt, vielleicht gibt es noch mehr, was wir ihr zeigen müssen. Oh nein, doch nicht. Okay. Mit ihr sind wir auch fertig. Hä, wen gibt's denn dann überhaupt noch? Die beiden Kameraleute, mit denen waren wir doch fertig. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nee, scheint, als müsste ich nicht mehr mit ihm reden. Haben wir dann wirklich was übersehen einfach? Ich will auch nicht mehr reden. Der Typ im Museum könnte noch, aber ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt. Wir gucken mal. This is a really cramped museum. Not worth the admission. So, hier. Nee, scheint, als wäre er fertig mit ihm zu reden. Kommen wir hier durch die There's Tür? a little door in the wall here. I think it leads outside. It's locked though. Okay. Das hat nicht mega viel weitergeholfen. Aber jetzt haben wir auch mit allen nochmal geredet, ne? Also wir haben zumindest geguckt. Vielleicht nochmal hier beim Café die kleine Tür. There's a little locked door on the side of the ship here. I think it's part of the cafe. Ja, ist ja der Lagerraum, das wissen wir ja schon. Das hier ist natürlich seltsam. Weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, was wir dann als nächstes machen sollen. Wahrscheinlich haben wir Hinweise übersehen einfach, ne? Würde ich denken. Also müssen wir überall nochmal rumlaufen und alles nochmal anklicken. Aber ich würde sagen, bevor wir das machen, machen wir nochmal eine ganz kurze Pause. Vielleicht bis 45. Ja doch, dann können alle nochmal neue Snacks holen und so. Wir sind ja jetzt wieder eine ganze Weile dabei gewesen. Und dann können alle vor allem Ideen sammeln, wo wir vielleicht was übersehen haben, wo wir nochmal hin könnten. Schreibt das alles in die Kommentare. Und dann, ja, ein paar Minuten, wenn die Pause vorbei ist, gucken wir das alles zusammen durch. Alles klar? Sehr gut. Dann würde ich sagen, bis gleich. 45 machen wir weiter. So, Pause vorbei. Ich hoffe, ihr habt alle wieder hergefunden. Ich hoffe, ihr habt alle aufgefüllt und dergleichen. Ich sehe aber schon, ihr seid leider genauso ratlos wie ich. So, ich sehe hier aber auch eine 6 von 7, ne? Heißt, wir haben doch noch nicht alle gefunden. Aber hier steht keine Angabe. Ich dachte, das heißt, es gibt keine. Aber vielleicht doch. Vielleicht fehlt uns da doch noch was. Beziehungsweise, ja, bei ihm hier ist ja auch noch nicht
alles enthüllt. Ich bin unsicher, ehrlich gesagt. Und hier bei den Notizen haben wir auch 83% nur. Das heißt, uns könnte noch etwas fehlen. Da bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als alle Leute nochmal ganz genau zu untersuchen. Es fehlt auch ein Charakter. Ja, ich weiß, aber ich weiß halt nicht, wer das ist. Ich dachte halt, vielleicht wäre es der Polizist, aber der ist es nicht. Da bleibt ja eigentlich nur noch das kleine Mädchen, ne? Beziehungsweise, naja, ich dachte ja, das kleine Mädchen wäre vielleicht Boggo. Water everywhere, and not a drop to drink. Seriously, I'm not drinking that. Ja, nee, solltest du, glaube ich, auch nicht. So, die Frage ist, aber vielleicht treffen wir das Mädchen ja auch ein paar Mal noch. Vielleicht müssen wir einfach noch ein bisschen rumlaufen und sie noch ein bisschen treffen und uns hier gut umgucken. Ob I'm not going to worry about how frail that wooden path looks. Nope. Nein, da ist alles gut. Ja, ob wir vielleicht noch irgendwas übersehen haben. Hier die Postkarte. It's a humble gift shop wagon. Let's take a look. Ah, das hatten wir aber schon. It's a framed drawing of Boggy. What a shame, it's not even signed. Schade. Hier ist die Karte, hier sind die Postkarten. Boggy dolls, Boggy toys. Ah, okay, das ist dasselbe. Das hier hinten hatten wir schon. Das Plushie. Wollen wir so ein T-Shirt mitnehmen? Well, I wouldn't wear it. Maybe to sleep in, you know, not outside. Ja, so ein Schlafshirt, das könnte ich mir schon vorstellen. Okay, das hat aber nicht geholfen und sonst sehe ich hier ehrlich gesagt nicht so viel. Hier hinten ist so ein Wegweiser. There aren't many clues over here, unless those trees are a clue. But okay. I don't think so. Okay, ich habe dich verstanden. Nicht viele Hinweise, wir gehen. Alles gut. So, hier ist der hohle Baum, aber den hatten wir schon. Vielleicht ist unterm Baum noch Note to was? self, don't fall in. Das hatten wir schon. It's the base of a gigantic tree, and it's sitting in the very heart of the swamp. Das bestimmt Was was this drin. entire place built around it? Oh. Gute Frage. Ich wette, da ist was drin. There's a hollow part of the tree, right at the front, but it's too dark to see inside. Und wir haben keine Lampe oder dergleichen gefunden. Schade. Na gut, mehr gibt's ja aber, glaube ich, wirklich nicht. Dann gehen wir mal hier lang. Oh! Hallo? Guter Mann, du bist neu. Was ist denn hier los? War ich hier? Stimmt, das Zelt. Oh mein Gott, das habe ich einfach komplett vergessen, ne? Oh? You've arrived at a bad time, my friend. For once, Echo. they don't actually want tourists walking around this place. I always arrive at a bad time. It's what I do. I'm a detective, not a tourist. My apologies. It's just, you have the same wide-eyed expression as the kids that come here. Running around, spending their parents' money, you know. Well, you know, it's not every day I visit a swamp full of such unique specimens. It's no problem. You're just thinking what we all thought when we arrived for the first time. Why didn't they put in a bathroom? No, you're thinking, this place is beautiful. What a lucky man I am to be here. I am I? Well, if you say so. Edward Everstone, at your service. That's a pretty cool name. Can I call you Ed? You don't need to. Everyone just calls me Echo. Warum? Weil es dir einen aufgeblasenen Selbstwertsinn gibt? Weil du ein guter Schwimmer bist? Oder weil du abprallen würdest, wenn ich dich an die Wand werfe? Ich muss sagen, die letzten zwei verstehe ich nicht so ganz. Ich nehme mal den. Why? Because you're a good swimmer? What? No. Because I always come back. Again and again. Until my job is done. Okay. Ich habe mich auch noch nie gefragt, warum die Gegend Protest heißt, ne? Das macht auf einmal so viel Sinn. Oh mein Gott. Okay, ja. Wir reden mit dir über alles. Auf jeden Fall. Was ist dein Job, außer protestieren? You're protesting, right? I certainly am. And now that you're here, I'm getting you involved. What does that mean? Yeah, I haven't got time to hold up signs for you. I'm sorry. You simply have to hear my message and take it with you. Go ahead. I'm all ears. Plus, I have a little notebook. What was the first thing you felt when you saw the sign for Boggy's Bog looming over you? Well, I thought it was... Not thought. Felt. I felt... Well, something seemed wrong. There wouldn't be a tourist attraction in the middle of a swamp like this. There shouldn't be.
My job is done. Clearly your brain is working perfectly, Detective. So you're against the tourist attraction? Yeah, let's see. You'd rather this area was kept as a natural habitat, right? Right again. And that precise word, habitat. First and foremost, I'm protesting for animal rights. Well, okay, I'm following you, but it's not like they're cutting down trees or anything like that, right? All animals deserve the right to live in peace, and I promise you, on a normal day, this place is far from peaceful. Are you talking about the swamp creature? About Boggy? A creature like that. He's earned the right to be left alone. We're fools to invite ourselves into his home like this on a daily basis, assuming he's not going to mind. Assuming he'll keep to himself and let us walk around with his face on our t-shirts. Well, I agree. I think he should be left alone. But like you said, he can probably handle himself. And if no one has even seen him in 60 years, I don't really see the problem. Unlike you, Detective, I never had an academic calling in life. I was never even a talented artist or musician or anything. So instead, I made the decision to stand up for those who were getting a raw deal. Okay, alles klar. Ich bin immer noch schockiert, dass wir hier einfach nicht mehr waren seit dem ersten Mal, wo noch nichts los war. Okay. Ja, letzte Nacht, was hast du da gemacht? Ein Protesttyp könnte aber ziemlich gut ein Mörder sein, ne? Der hat auf jeden Fall ein Motiv, sag ich mal. You come here every day? Yes, I do. Well, I'm only going to ask you about one of those days. What were you doing yesterday evening? I was here at my protest spot until fairly late. Then I went to get something to eat at Harper's Cafe before I... Wait, you ate at the cafe here? Doesn't supporting the tourist attraction like that kind of go against your protest? A man has to eat, doesn't he? I don't think the meager contributions of one person are going to keep this place afloat. Especially now. And you're sleeping here? Doesn't it get cold at night? Well, I came prepared, of course. I usually find myself with 1 or 2 extra layers to wear. Most of this bulk is padding, I promise you. I'm sure it is. So you stayed here the whole night? That's right. And I admit I may have heard some stranger than usual sounds floating around the swamp last night. What kind of sounds? It's impossible to say. This place fills with the most terrifying sounds at night. Hundreds of animals, some tiny, some much larger, awaken and make their own protests. Every night until the sun rises in the morning. Insects make noises at night. Okay, I've written it down. Okay, alles klar. Nun, aber ich glaube, er meinte... Das ist so doof, dass er uns nicht mehr dazu erzählt hat, ne? Okay, was ist mit dem Kostüm? Was hält er davon? Er hat so einen gelben Overall, ne? Wie das Kostüm auch. What can you tell me about these designs for a costume? A Boggy costume. It's Boggy! I must admit, I've been a fan of his before I ever came to the swamp. A fan? So you're interested in cryptozoology? Oh, no, I meant, well... Boggy has been in all kinds of cartoons and comic strips. He's one of the greatest characters of the last 100 years. I've got some comics in my tent. You really should see. But he was only discovered 60 years ago. Oh, that's true. Well, I rounded up. But what about his costume? Have you seen anyone wearing it? I can honestly say I've never seen anyone wearing anything like that. And I'm a very observant person. Okay, aber, ich überlege jetzt, vielleicht wäre sein Protest ja aktiver, wenn man denken würde, Boggy würde sich wehren, ne? Vielleicht würden die Leute dann gehen. Das könnte zumindest eine Hoffnung sein, die er hat. Außerdem, was mir auch eingefallen ist in der Pause, wir haben ja diesen Spot gefunden, wo Boggy stand. Einfach nur, ne? Es gab ja die Spuren und dann noch das, wo er stand. Und das könnte ja sein, dass der sich absichtlich dahingestellt hat, um fotografiert zu werden. Weil warum, also das ist ja ein, man will ja Boggy offensichtlich den Mord anhängen, ne? Und dann muss man natürlich auch in dem Kostüm gesehen worden sein. Wozu sonst das Kostüm? So, was ist mit Richard Remington? So, what did Mr. Remington think of you? I mean, protesting in the middle of a swamp every day. It wasn't his swamp. If he ever truly thought it was, then he was even more of a fool than he seemed. But he didn't like you hanging around, right? That man was exceptionally skilled at ignoring me, ignoring anything he didn't like.
So, what, he just left you alone? He expected me to get bored and go home. He figured I'd get sick of this place and he'd have it back to himself. But he didn't want it to himself, did he? He wanted lots of people to come visit all the time, surely. I'm sure it says that in the brochure. Yes. Oh, okay. Das ist aber ein weiterer Hinweis darauf, dass er da in Ruhe jagen wollte, ne? So, was könnten wir denn mit ihm besprechen? Naja, erstmal das Opfer wahrscheinlich, ne? The murder victim. Since last night, yeah. But he was the owner of Boggy's Bog. Did you know him? Not personally. To be honest, I'm quite glad about it. Okay. Was ist mit... Ich weiß nicht, Harper? He seems like a good person. He even sympathizes with my cause. He agrees with your protest? But he works here, right? And he was friends with Remington. I think that was the only reason he worked here. Maybe he'll see the light now and leave the swamp behind him. Maybe everyone will. Was für ein Motiv, was ich da höre. Okay, was ist mit Boggy? Boggy is my prime suspect, you know. The creature you're trying to protect. Protect is the wrong word. If your suspicions were correct, we could both agree he's a creature that doesn't need protecting. You think he might be the murderer? I think he's a wild animal, and he wants to be left alone at any cost. Okay. So, was haben wir noch? Ich weiß nicht. Wir könnten ihn selbst nochmal, aber dann würde ich sagen, lassen wir das. A man who has sacrificed luxuries to protect those who need protecting. Pretty good beard, too. Ja, das stimmt. Er hat einen beeindruckenden Bart. So, noch irgendwas, was wir ihm zeigen könnten? Wir können ihn fragen, ob er so ein vergiftetes Brötchen gegessen hat. I'm afraid I have no idea. Okay, das war überhaupt nichts. Ja, ansonsten wüsste ich jetzt wirklich nicht, was wir ihm zeigen könnten. Aber ich frage mich, was andere von ihm denken. Ja, genau. Wir haben einen neuen Charakter gefunden. Unglaublich. I'm impressed someone managed to pitch a tent here. And I'm impressed someone would want to. Okay, oh! Ach, was ist denn hier? It's a colorful, boggy-themed padlock. He's staring into my soul. Kann ich mal reingucken? It should open if I set the right number. Aber was könnte die richtige Zahl sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Okay, nee. Das sollte einfach aufgehen wahrscheinlich, ne? Okay, wie lange ist er schon hier? Stop swamping the swamp? Irgendwas mit Boggy? Kann ich ihm vielleicht die Mütze zeigen oder so? Hier, das Spielzeug. Show it to somebody else. Okay, vielleicht hier den Hut? No thanks, my friend. I'm afraid I have no idea. Okay, nee, das hilft alles nicht. Ich dachte, vielleicht erzählt er uns mehr über Boggy. Vielleicht hat er eine Zahl oder so, die er damit verbindet. Na gut, aber wir fragen erstmal, was die anderen von ihm denken. Und wir gehen ab jetzt zu Fuß durch die Gegend. Das ist ja wirklich unglaublich, dass ich das verpasst habe. So. Ja, komm. Was denkst du denn von Echo? I really don't have an opinion. My apologies. Okay, na gut. Dann nicht. Was mit dir hier? Stört dich das, dass hier jemand ist und, ja, protestiert? I'm a busy man and this doesn't look like it's worth my time. Okay, na gut, dann eben nicht. Dann gehen wir weiter zum Museum, würde ich sagen. Und reden mal mit Agent Folder, ob der irgendwas sich denkt. So. Nein, kein Hinweis. Hier, Echo. Oh, yes, I know him. He occasionally asks me about the history and biology of the swamp creature. I explained to him what the real Boggy looks like and how they changed his appearance for the cartoon character. Why did he ask about that? Because some people are naturally curious. You should give it a try sometime. Hey, ich bin ein Detektiv. Natürlich bin ich neugierig. Also bitte. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Und ab auf den Baum. So. Ab nach oben. Mal gucken, was sich die Dame hier denkt. Sie müsste das ja eigentlich unterstützen, ne?
dass er da protestiert. Show it to someone who doesn't live in a tree. Ah, okay. Na gut, dann eben nicht. So, er sagt doch bei allen, dass er nicht über die redet. Aber vielleicht der Koch. Der Koch meinte er ja, dass der das ein bisschen unterstützt und so. Da könnte er was zu sagen haben. So. Einmal Echo. It's here a lot. I think he's been putting less effort into his protests recently. Which is a shame. I think it's an admirable cause. Do you talk to him much? Not really. Sometimes he likes to talk, just casual conversation. He asks how business is going and what everyone likes to eat, nothing of real importance. Okay. So. Ich denke, das Kostüm kommt von Echo, da es die Cartoon-Arme von Boggy hat und den Cartoon Boggy hypt er ordentlich. Ja, das stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht, dass es ja nicht die echten Hände sind sozusagen. Andererseits, der Kopf ist ja sehr echt vom Kostüm, ne? So, okay. Sie fragen wir auch nochmal. Yeah, I have a pretty good view of him from here. Anyone supporting animal rights is okay in my book. His protest used to have a bit more energy, though. He spends more time inside his tent these days. What's he doing in there? I'm happy to say, I don't know. There might be something I can ask Echo about. Ja, dass alle behaupten, dass er nicht mehr so aktiv ist, ne? And plans to eat it because he's so terrified. And more time in his tent. Genau. So. Also, Echo verbringt weniger Zeit damit, sein Protestschild hochzuhalten und mehr Zeit in seinem Zelt. Echo spends less time holding the protest sign and more time in his tent. I wonder if Echo can tell me what he's been doing that's more important than his protest. Das fragen wir ihn auf jeden Fall und dann müssten wir auch endlich alle Challenges gemacht haben, oder? So, ab zurück zu ihm. Ab zu Echo. So, warum er wohl gefragt hat, wer was gerne isst, wenn er es nicht vergiftet hat. Echo macht sich extrem verdächtig hier im Chat, ne? So, wir haben auf jeden Fall seine Challenge erstmal. Mal gucken, was dabei so rumkommt. I heard you've been spending less time protesting recently and more time, in your tent. Normally I wouldn't pry, but it's my job to ask... Untouched people have even noticed something like that. I usually get the impression everyone else is doing their best to ignore me. So, you admit it's true? You can put your notebook away. There isn't really any reason for it. Nothing worth writing down, at least. Well, if it's not worth writing down, maybe it's worth hearing. In that case, you'd forget it. How do you know? Maybe it would echo in my mind. Look, if you take a guess and get it right, I promise not to deny it. Let's work out why Echo was hidden away in his tent. Notebook time. Naja. I have a silly nickname. Oh. Regen, Geister, Steuern. Wahrscheinlich ist er hier zu sehr Fan von Boggo geworden, ne? Das könnte ich mir vorstellen. Ach, oder er hatte Angst. Oh. Ja, vielleicht hat er Angst. Das könnte sein. Mal gucken. You've been in your tent, hiding from Boggy. Why not? Wie? War das richtig? Ich habe das Gefühl, ich habe es falsch gemacht. I think it's time I went to talk to Officer James. Kapitel 4. Der Anfang vom Ende. Ich habe das Gefühl, ich habe seins falsch gemacht, ehrlich gesagt. Er hat nur gesagt, ja, warum nicht? Was auch super verdächtig ist, ne? Er wirkt jetzt wirklich ein bisschen wie der Mörder. So, auch, dass er sich im Museum nach Boggo erkundigt hat, ne? Für das Kostüm vielleicht. Na gut, Officer James, wir haben ein Gespräch zu führen. Oh, Moment. Wir haben hier noch mehr Infos. Das machen wir vorher noch. Sally haben wir fertig. Ja, ihre Leggings wurden gestohlen, ne? Jemand Größeres hat sie getragen. Sie arbeitet seit diesem Jahr hier im Sumpf. Sie findet, er ist eklig, sie hat lange Beine, sie trägt schwarze Leggings. Sie bringt meistens Wechselsachen mit.
und schließt ihn nicht ein am Abend. Und sie schließt ihren Laden auch nicht ab. Und sie sieht Echos Ort sehr gut. So, und wen haben wir noch? Ihn hier? Hatten wir ihn schon? Habe ich das schon vorgelesen? Ich glaube nicht, ne? Er kennt das Lieblingsessen von allen. Er verkauft den Swamp Juice, aber viel davon wurde gestohlen kürzlich. Und er serviert auch Remingtons Lieblingsessen, den Bog Dog. Außerdem hat er über die Lieblingsessen von allen mit Echo geredet. Er bleibt lange offen und er schließt ab, wenn er geht. Er kennt Remington seit vielen Jahren und er kennt Remingtons geheimes Hobby. So, und von dem hier haben wir noch alle. Der paranormale Experte. Verbringt viel Zeit im Museum, hat ein großes Interesse an Kryptozoologie. Er weiß viel über die echte Sumpfkreatur und er mag Remington nicht, weil er die Geschichte verwässert. Dann, er sagt, niemand kennt die Form von Boggos Fußabdruck. Er hat einen Dietrich, mit dem er Türen öffnen kann, und er hat einen neuen, nachdem er den alten verloren hat. Und er hat sein Wissen über die Kreatur mit Echo geteilt. Ja, Echo wird wirklich mega verdächtig, ne? Darüber reden wir mit dem Officer. You finally returned. Ja. Well, did you find the swamp creature? Where is he? Nun, ehrlich gesagt, glaube ich ja, das Mädchen ist es. Aber ich habe ihn nicht gefunden. I didn't find him. What? You're not getting paid to wander about aimlessly, Grimoire. Get back out there. Aber nein, ich brauche sie nicht weiter suchen. I don't need to. Oh, finales Kapitel. Boggys Kriminalakte. Zurück oder weitermachen? Naja, wir haben noch nicht von allen alles rausgefunden, ne? Aber vielleicht kommt das ja noch. Außerdem haben wir jetzt schon so ziemlich alles versucht. Ich würde sagen, wir machen weiter, oder? Ich würde sagen, ihr habt ganz kurz Zeit zu protestieren im Chat, sonst würde ich auf Weitermachen klicken. Na? Okay, ich glaube, es sieht gut aus. Ja, nee, ich glaube, dann machen wir weiter. Mach weiter. Ja, okay, machen wir. Why not? I thought he was our prime suspect. Not anymore. Didn't you find photographic evidence of Boggy from last night? Let me see that photo. Okay, na klar, kann ich dir zeigen. Aber... If that's not Boggy, what is it? Was ist es? Ja, es ist das Kostüm. I found designs for the costume in a trash can. Not only that, I collected all the pieces of the costume myself. Well, nearly all of them. There's still the one that... But the footprints at the scene of the crime! How can you prove these don't belong to a real creature? Nun, wir haben ja hier die Seite. What's this? I thought there were no records of a footprint anywhere. No public records. The footprints at the crime scene don't match the ones on this page. They were just a product of these slippers. A part of the costume. But Grimoire, this costume, it doesn't have claws of any kind. How do you explain the 3 wounds on the victim's chest? Gar kein Problem, das wissen wir ja auch längst. The prongs match up with the wounds perfectly. The handle's even covered in slime, see? Ah, but this swamp slime was one of the reasons Boggy became a suspect in the first place. Surely this only incriminates the creature further. You'd think so, wouldn't you? But that slime, it's not exactly what you think. Wir haben ja alles untersucht und wir wissen, der Schleim ist Swamp. This stuff is an uncanny resemblance to the so-called swamp slime. A bunch of it was stolen from the storeroom of the cafe, which reminds me. What is that exactly? A poisoned hot dog. It's the second reason that the murderer broke into the storeroom. He put this green powder on the entire supply, just to make sure. To make sure of what? Dass jeder im Sumpf vergiftet würde, dass niemals wieder jemand am Café ist. Nein, dass Remington krank würde und zurück zu seinem Büro gehen müsste. To make sure Remington got ill and had to return to his office. Remington went back to his office? Alone?
Der Mörder. Ja, wir machen natürlich weiter. I've been looking through your evidence, Grimoire. One piece in particular seems critical to me. I think we need to work The out. video footage? Vincent Vanderpeer filmed it last night, at the exact moment of the murder, I believe. Well, exactly. I think we can both agree these sounds in the background. They're essential in our mystery. Could you talk me through them? Aber Just natürlich. rearrange the descriptions on the left to match the sounds on the right. Ach so, natürlich. Das kriegen wir auf jeden Drag Fall them hin. around and keep swapping until you're happy with the order. And if you want to hear the sounds again, you can tap on them. No problem. Gar kein I can Problem. always check my case file if I want to go over my notes. Natürlich mache ich. So, er reißt etwas ab, während er fällt. Das ist natürlich das hier. Ja, genau, das ist, na, wie ziehe ich das? Hier. So, das ist das Reißen. Dann, genau, das müsste sein... er öffnet die Tür. Der Mörder öffnet die Tür, ja. Dann, Remington schreit schockiert, als Boggy auftaucht. Genau. Dann, er feuert auf den Mörder. Dann wird er erstochen. Dann schreit er schockiert, während er rückwärts fällt. Das Zerreißen hatten wir schon. Und er landet draußen. Verdammt. There's Ich wollte just es noch two mal mit small euch details durchgehen. bothering me. First of all, if Remington ripped off a piece of his curtains, why wasn't it found at the crime scene? What happened to it? Naja, es ist ja in der Maske, das wissen wir ja schon. So, aber ja, tut mir leid, ich wollte die Sounds eigentlich nochmal mit euch durchgehen, nachdem wir es alles richtig hatten, aber es war sofort in der Reihenfolge. Ja, ihr könnt ja einfach nochmal pausieren, oder? Machen wir jetzt nicht nochmal. So, wir wissen, es war hier im Kopf. Kommt, wir machen Turns weiter. out the murderer took that piece of fabric and concealed it inside the head of the costume. Then he fled the crime scene to hide all the parts in different areas of the swamp. Well, that's my problem. If Remington fired his rifle, how did the assailant survive and manage to escape? Did Remington miss his target? At point blank? A man of his experience? I don't think so. In fact, the answer to that question is the very last link in our chain. The one thing that has eluded me so far. I'll drag the clue items from the left Ja. onto my drawing here, and we'll see what happens when we compare the pieces I collected with the original design I found. Okay, ich weiß schon, was passiert. Das Gelbe wird fehlen. Und ja, das Gelbe ist wahrscheinlich, wo er hingeschossen hat, ne? Was bedeutet, dass da irgendwas mit war. Vielleicht war da eine Metallplatte drin oder irgendwas. Das ist halt, ne? Übrigens, hallo, ich bin der Mörder. Ja, auf jeden Fall. So. Wait, you never found the body piece, the torso. Genau, und da ist bestimmt irgendwas drinne, was den Schuss abgehalten hat. You're right, and I never would have found it. Not lying around. Not like the others. But what does this have to do with the murderer surviving the rifle shot? This torso is probably made up of some thick material. Something covering the culprit's entire upper body. I believe it may have even been enough to Soften the impact from a bullet! Aha! Exactly. Well, let's put your theory to the test. Where is that last piece of the costume? Ich weiß es nicht. Ach herrje, was machen wir denn jetzt? Wo ist es? Naja. Also... Wir haben ja den Protesttypen verdächtigt, ne? Das heißt, dann wäre es am Protest. Ja, Chat schreibt auch Protest. But how? We looked everywhere. Not a single clue. Im Simple. Zelt. He's still wearing it. Ja. Detective Grimoire. Wir machen auf jeden Fall weiter. Ist er also wirklich der Mörder? Wir haben es direkt, den wir als letztes gefunden haben. I don't know what you want with me.
Sounds like you two were smart enough to uncover the real criminal in this swamp, and lucky enough to have somebody else deal with him for you. You worked it out. He had his rifle on him. He got half a glance at me and pulled the trigger without hesitation. But why would he do that? You were dressed as Boggy. He shouldn't be pointing his gun at a unique scientific specimen, not to mention his main attraction. You're right. It doesn't make sense. It doesn't make sense, does it? Not unless you're in on the secret. Er wusste nämlich Bescheid, dass er gar nicht da ist, um die Kreatur irgendwie zu finden oder als Attraktion zu benutzen. Er wollte sie von Anfang an. So, töten. Die Frage ist, Echo lässt mich glauben, ist kein Beweis, hat mir nicht erzählt. Wurde von... genau. Er war hier. Genau. Moment. Also, Richard Remington war hier, um Boggy zu fangen, also zu jagen. So. Und, genau, das Jägerfoto lässt mich glauben, dass Richard Remington hier war, um Boggy zu jagen. The hunting photo leads me to believe Richard Remington was here to hunt Boggy. Der Jäger und der Gejagte. A secret society, an order of hunters, seeking out mysterious and elusive creatures. The order goes further than this one man, and much further than this one swamp. The whole thing is kind of distressing. I knew something was wrong as soon as I stepped into that office. I'm glad you've finally come around. It's not just But what about Remington? He was a member of this order? He made Boggy his own personal project, his own obsession. For years he hunted the creature, the potential perfect addition to his collection. But he owned the tourist attraction. He set it up himself, didn't he? He did. It was just his way of forming a legal loophole. Since the area became protected, he and his friends were unable to come here for hunting anymore. Boggy's Spawn was just a front for his own little game. A man pursuing a creature. A creature that might not even exist. And that's why Remington kept a rifle nearby at all times? Well, exactly. He didn't want to take any chances. Now, don't you see? I did this place a service. Did Boggy a service. That creature, he can live in peace again. Can he? You tried to frame him for murder. You wanted everyone to think he was some kind of ruthless predator? Well, think about it. Once he became suspected of murder, they'd have no choice but to shut this whole place down. Everyone would finally realize they had no business here. Aber er ist kein Mörder, du hattest nicht das Recht. Woher kannst du wissen, was Boggy gewollt hätte? Ja, er ist kein Mörder. Auf jeden Fall. But he's not a killer. You're the one who... Detective. It's finished. Well, don't be angry. You should be glad. It's finally time to leave the swamp. You have another job to do. I don't know. Not that it makes any difference to somebody like you, but I never intended to kill him. Just to scare him. Convince him Boggy wasn't going to let him live here in peace any longer. But, true to form, he had his rifle on him. You worked out the rest yourself. Aber du hast recht, es macht keinen Unterschied. Es macht einen Unterschied. Nein, also ich finde, ich meine, dass er seine Waffe dabei hatte, das wusste er ja auch vorher. Ich weiß nicht. Er fragt, ob es einen Unterschied macht, dass er ihn nicht umbringen wollte. Aber er hat ihn ja direkt umgebracht, als er auf ihn geschossen hat. Und er wusste ja, dass er auf ihn schießen würde. Also ich finde, das wirkt wie eine faule Ausrede so ein bisschen. Es macht einen Unterschied, es macht keinen Unterschied oder einfach nichts sagen. Ich weiß nicht, das sind jetzt auch moralische Entscheidungen. Aber
Nein, ich finde nicht, dass es einen Unterschied macht, dass er jetzt behauptet, er wollte das nicht. Vor allem, ich meine, was heißt denn, er wollte das nicht? Ihn Angst einjagen, dafür hätte es ja gereicht, im Boggy-Kostüm aufzutauchen. Aber er hat den Schürhaken genommen und auf ihn gestochen. Das, also nee, ich finde... You're right. It doesn't make any difference. Well, Mr. Everstone, I'm afraid you'll still have to come with us. Fortunately, there's a police station just a few miles down. Hey, wait! Aha! Looks like you solved more than one mystery tonight. Grimoire. Well, what did they decide to do? We had Mr. Everstone questioned. He was happy to tell us everything he knew. A number of rumors going around the department have been confirmed. And Remington's office? Searched down to the last detail. And, well, we agree with you. But I know what you're thinking. I'd love to put an end to it, just the same as you. But there's always... Are we going after them? We'd better be. Okay, wow. Ja, das war Detective Grimoire auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, ich weiß nicht, das war so wild, dass wir jetzt direkt Echo als letztes gefunden haben und ihn dann ja auch direkt verdächtigt haben und direkt klar war, er war's. Wenn wir ihn von Anfang an gefunden hätten, wie beabsichtigt, wären wir vielleicht nicht so schnell gewesen. Aber es war ein gutes Mysterium. Auf jeden Fall. Es hat mir gefallen. Das mit dem Fragen hat, also mit den Schlussfolgerungen, hat wesentlich besser geklappt als in Tangle Tower. Ich glaube aber auch, weil die halt hier auf Englisch waren. Ne? Bei Tangle Tower hatte ich mir mehrmals gesagt, dass das in der Übersetzung ein bisschen verloren gegangen ist, wie das war. Ich fand das Spiel aber auf jeden Fall sehr gut. Also es war kurz, aber es hat die volle Geschichte vom Mysterium erzählt. Und wir wissen ja in der Tat, dass es noch weiterging. Also das hängt ja tatsächlich alles extrem zusammen mit Tangle Tower. Die haben halt diese Kreaturen gejagt, was wir dann auch später rausgefunden haben. Beziehungsweise, ja, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich habe die ganze Zeit nämlich überlegt, ich will jetzt Tangle Tower nicht spoilern, aber es wurde ja angedeutet, dass der Mörder in Tangle Tower eventuell auch den Toten hier getroffen hatte und das wurde halt überhaupt nicht erwähnt, ne? Das passt also nicht so ganz. Und das kleine Mädchen kannte ich ja gar nicht aus Tangle Tower. Also, das hat jetzt am Ende hier noch einen Satz gesagt und die ist zurückgeblieben. Sally ist mitgekommen. Ich meine, sie ist ja auch nur ein kleines Mädchen. Ich war mega überrascht übrigens, dass das kleine Mädchen nicht das Sumpfmonster war. Da war ich mir jetzt so sicher. Na gut, okay. Ich muss jetzt einmal abmoderieren. Für die YouTube-Leute. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet. Lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play.